Was ist, wenn mein Vater mich umbringen soll? Würde der das auch machen? Muss ich dann sterben für Jehova? Dann wurde mir erklärt, was Masturbation ist, was Petting ist und sämtliche sexuelle Praktiken wurden so lehrbuchmäßig immer mit einem Bibeltext durchgenommen. Hat er dich berührt? Wenn ja, hat er dich wo berührt? Wie oft habt ihr euch berührt? Und also sie wollten schon Details wissen. Ich brauche eine Bluttransfusion und ich krieg die nicht und dann werde ich sterben. So, ich habe heute einen spannenden Gast bei mir, und zwar die Miriam, und sie hat eine sehr interessante Geschichte. Sie hat auch 3 Komiteefälle mit den Ältesten gehabt und war auch selber sehr aktiv, auch bei JZ Help dabei. Darüber wird sie uns auch ein bisschen was erzählen. Deswegen Dankeschön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielleicht erzählst du uns ja am Anfang direkt, wie deine Kindheit so ausgesehen hat bei den Zeugen Jehovas. Du bist ja reingeboren, vielleicht wie du das Ganze empfunden hast. Der Klassiker. Ich bin Genau. reingeboren, du siehst es schon an meinem Namen, Mirjam Bitja, Mirjam mit J, ne? Also meine Eltern waren die Hardcore-Zeugen, wenn du so willst, das erkennen wir alle. Ja, wie würde ich meine Kindheit beschreiben? Ich würde sie auf jeden Fall als bedrückend beschreiben. Ich würde sie beschreiben mit viel Angst, mit viel Kontrolle, und leider muss ich jetzt mit Abstand sagen, wo ich so alt bin und das anders bewerten kann, dass es wirklich keine glückliche Kindheit war. Na, also wir waren schon die ganzen Klassiker, dass wir einmal die Woche, zweimal die Woche im Predigtdienst gegangen sind, 3-mal die Woche in die Versammlung. Also bei mir waren es damals noch 3-mal die Woche. Und mir haben diese Sachen auch wirklich Angst gemacht. Also das hat funktioniert bei mir als Kind. Ich habe das wirklich geglaubt, dass es die Wahrheit ist, und ich habe an diesen Glauben geglaubt, weil ich habe den ja schon mit der Muttermilch bekommen. Das heißt, bei mir haben so Dinge funktioniert wie, ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ich Teenager war und dann noch schon nicht mehr so Lust hatte, in die Versammlung zu gehen. Und dann tust du vielleicht Kopfschmerzen, Bauchweh vor Lügen oder sowas. Und dann kam immer mein Vater an mein Bett und hat dann noch mal mit mir gebetet, bevor sie in die Versammlung gegangen sind. Und dann schon kamen so Sachen, aber auch ob ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was denn passieren würde, wenn jetzt Hamagedon kommt. Also Und es wird von Anfang an so mit Angst gespielt, ja, ne? genau. Und du glaubst nicht, wie oft ich dann meine freie Zeit, die ich mir erlogen habe, eigentlich nicht genießen konnte als Teenager, weil ich mir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht habe, ja, Mist, was ist, wenn die recht haben? Was ist, wenn jetzt Hamagedon kommt, während die anderen alle in der Versammlung sitzen und ich gucke zu Hause irgendwie eine Daily Soap an oder sowas? Und ich muss sagen, das hat bei mir so gut funktioniert, dass das Ängste waren, die sich bis ins Erwachsenenalter bei mir manifestiert haben. Also ich glaube, ich muss da gar nicht weit zurückgucken, bis die letzten 5-6 Jahre, dass ich wirklich Albträume hatte, die mit mir gewachsen sind. Ne? Also später im Erwachsenenalter war das dann noch so, dass ich zum Beispiel geträumt habe, ich sitze auf der Arbeit. Auf einmal geht Hamagedon los und ich habe mir Gedanken gemacht, also im Traum, wie rette ich jetzt mein Kind und wo gehe ich schnell hin? Also das waren wirklich so Ängste, die, obwohl ich lange dann schon nicht mehr bei den Zeugen war, die einfach so tief saßen, die mitgewachsen sind, weil all diese Geschichten, auch aus dem Geschichtenbuch, Abraham war das, ne, der sein Sohn, der auf die Probe gestellt wurde oder so. Ja. Das hat bei mir als Kind total funktioniert. Ne? Ich habe mich dann wirklich gefragt, was ist, wenn Gott, Jehova, meine Eltern auf die Probe stellt? Was ist, wenn mein Vater mich umbringen soll? Würde der das auch machen? Muss ich dann sterben für Jehova? Oh, super gut formuliert, ja. Bei mir haben diese Geschichten funktioniert. Ich habe das als Kind geglaubt. Und wenn ich mir das jetzt heute so überlege, weil ich auch sehr intensiv irgendwann in die Aufarbeitung gegangen bin, ich bin selber Mutter, habe selber ein Kind, dann überlegst du dir, wie würdest du es erziehen, finde ich das schon krass, mit wie vielen Ängsten ich als Kind gelebt habe. Eigentlich, dass es keine freie und unbeschwerte Kindheit war aufgrund des Aufwachsens bei den Zeugen Jehovas. Das glaube ich mir. Ich stelle mir das immer so hart vor, wenn die Leute wirklich da reingeboren sind und auch nichts anderes kannten. Jetzt hast du aber schon sehr viel gespoilert über dein Leben so ein bisschen. Gehen wir mal weiter chronologisch so vor. Du hast ja auch erzählt, jetzt gerade nicht, aber du hast mir erzählt, dass deine Mama ja auch Suizidversuche hinter sich hatte. Das heißt, einfach kein schönes, stabiles Familienverhältnis gehabt, oder, in der Familie. Und dann hast du mir gesagt, dass das Ganze von den Ältesten unter den Tisch gekehrt wurde. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Vielleicht kannst du das ein bisschen detaillierter erzählen, soweit du es kannst. Ist natürlich ein dickes weiteres Kernthema. Nicht nur das Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas, sondern das Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas mit einem Elternteil, wo eine psychische Erkrankung hat.
und auch noch dazu geneigt hat, dass Alkohol sehr oft mit im Spiel war. Jetzt wissen wir alle, das ist gar nicht mehr so eine Seltenheit. Ich dachte immer so, ich bin total alleine mit diesem Problem. Heute weiß ich, es kommt in Versammlungen öfters vor, als man denkt. Damals war das aber sehr schwer, weil ich einfach sagen würde, alle haben es gewusst, aber jeder hat weggeschaut. Also es wurde nicht nur bei mir in der Familie, sondern es wurde auch in der Versammlung tunlichst unter den Teppich gekehrt. Also ich kann mich noch dran erinnern, jetzt an 2 Situationen, die ich mal erwähnen würde, wo es einfach zu einem schlimmen Vorfall zu Hause kam, wo du nicht weißt, überlebt es die Mama nicht. Das ist als Kind schon mal ein großer Schock. Natürlich, du bist in Panik, ja, es ist ein traumatisches Erlebnis. Wir hatten Nachbarn, die waren auch bei den Zeugen Jehovas. Ich habe den Krankenwagen geholt und selbst zu Hause war man immer nicht so unbeobachtet, weil die Ältesten ja direkt in der Nachbarschaft gewohnt haben. Und dann kam gleich ein Ältester auch rüber, weil hätte ja sonst was sein können, wollte helfen. Der wurde schon so ein bisschen zur Seite geschoben. Okay, wollte mein Vater nicht. Das Also ist wie da alt warst irgendwelche du zu dem Hilfe. Zeitpunkt? Ich kann dir das gar nicht so genau Ungefähr. definieren. Also ich glaube, ich würde mal so sagen, so 13, Okay. 14. Also ich habe es schon bewusst mitbekommen. Ja, okay. Ich war im Teenageralter. Gut, dann waren wir im Krankenhaus. Ich kann ja den Zeitablauf nicht sagen, aber es hat nicht lange gedauert, kam schon ein Ältester vom Krankenhausverbindungskomitee und noch ein anderer Ältester. Und bei diesen Gesprächen war ich immer nie dabei. Aber es hat noch mal ein paar Stunden gedauert, bis dieser Elternteil dann in einem stabilen Zustand war. Und dann wurde er auf eigene Verantwortung entlassen. Das heißt, für mich als Kind war es immer so, okay, jetzt sieht jemand endlich das Problem, ihr wird jetzt geholfen. Irgendwie, jetzt kommt sie vielleicht in eine Klinik oder sonst was. Nee, was auch immer mit den Ältesten besprochen wurde, so ein Problem hat man ja nicht. Also man hat ja bei den Zeugen Jehovas keine Depression oder geschweige denn ein Alkoholproblem. Ich kann mich noch erinnern, wie ein Ältester gesagt hat, ein wahrer Christ hat keine Depressionen oder hat solche Probleme nicht. Echt? Ja, also mit solchen Sachen bin ich wirklich groß geworden. Kann ich mir vorstellen, aber. Genau. Naja, okay, also Aber du hast jetzt gerade gesagt, Krankenhausverbindungskomitee, das kommt dann in dem Falle vor, wenn deine Mutter quasi eine Zeugin Jehovas ist und wegen dem Blutsthema, dass man ja keine Bluttransfusion nehmen darf. Ja. Deswegen schalten die sich ein oder wozu brauchte man die jetzt in dem Fall? Vielleicht war es in dem Fall auch zu meiner Zeit, war es ja absolut verpönt, auch therapeutische Hilfe oder zum Psychologen zu gehen und so. Und ich sag mal, wenn du jetzt weißt, es hat jemand Depressionen, wenn du jetzt weißt, es neigt jemand zu einer Suchterkrankung und es könnte vielleicht sogar ein Suizid bevorstehen. Ich meine, so ein Mensch braucht Hilfe, braucht man gar nicht drüber reden. Und ich weiß ja nicht, was gesprochen wurde, aber es gab nie Hilfe. Oder ich würde es jetzt mal so ausdrücken, meine Mutter durfte halt diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Stattdessen habe ich es so erlebt, dass hinterher jedes Mal irgendwas passierte im Sinne von, sie durfte keine Antworten mehr geben in der Versammlung. Also oder als Bestrafung quasi. Keine Aufgabe mehr machen. Das heißt, du musst dir das mal vorstellen, du hast ja eine stark vulnerable Person, die in Gefahr ist und dann wird sie von der Gemeinde auch noch sanktioniert, anstatt ihr zu helfen. Und das war für mich als Kind ganz, ganz schlimm. Also ich kann mir auch noch an eine andere Situation erinnern. Da war ich alleine zu Hause, da ist auch was passiert, habe einen Ältesten angerufen, dass ich jetzt Hilfe brauche. Nix. Kam kein Rückruf, es kam niemand vorbei, nix. Wie sah die Hilfe aber immer aus? Also jetzt muss ich mal zurückspringen zu diesem Krankenhausvorfall. Es war wirklich eine dramatische Nacht auch. Und am nächsten Morgen wurde ich von einem Ältesten abgeholt, der mit mir in Dienst gegangen ist. Was? Es wurde nicht über die Situation geredet, es wurde da nichts aufgearbeitet oder so, sondern ich hatte einfach nur zu funktionieren, in den Predigtdienst zu gehen. Ich finde es krass, muss ich sagen. Ich habe so ähnliche Geschichten sogar auch gehört, wo dann die alkoholkranke Mutter ausgeschlossen wurde, weil sie dann Hurerei begangen hat, weil sie voll einsam war. Und dann wurde sie daraufhin, sie war auch suizidgefährdet, daraufhin auch noch ausgeschlossen in diesem Zustand, wo du ja eigentlich schon suizidgefährdet bist. Eigentlich müsstest du als Ältester diese Person in die Klinik schicken oder so, dich dafür kümmern, dass die irgendwie eine Hilfe bekommt, dass sie wieder stabil wird, aber stattdessen, und das ist ja wieder der Punkt, die Zeugen Jehovas können einen einfach ausschließen. Die ganzen sozialen Kontakte sind weg. Die sind alle nicht ausgebildet in therapeutischer Sicht, gar nichts. Die haben gar keine Ausbildung gemacht. Und
urteilen über das Leben einer suizidgefährdeten Frau. Und wenn Das du ist denkst, total gefährlich. also auch für mich als Kind, ne? Also wenn das wahrscheinlich in der Schule rausgekommen wäre, dann Ja. hätte wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie es aussieht, aber bei bestimmten Fällen haben ja Lehrer eine Pflicht, auch was weiterzumelden. Ja. Oder es kümmert sich mal ein Schulsozialarbeiter bei dir. Ja? Stimmt. So, und da die einzige Maßnahme, die ich jedes Mal erfahren habe, war, dass irgendeine Ältestenfrau, eine Pionierschwester, sich um mich kümmern sollte. Mhm. Und wie sah das Kümmern aus? Man hat mit mir die Bibel studiert und ich musste im Predigtdienst. Und ich kann mich wirklich, ich habe das im Vorfeld von in so einem Interview, bin ich da nochmal reingegangen und habe überlegt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich je einmal von einer Schwester gefragt wurde, Mirjam, wie geht's dir denn? Mhm. Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwie was? Nö. Man hat sich getroffen, man hat nett Tee und Kaffee getrunken. Ja, Kaffee wahrscheinlich in dem Alter noch nicht. Ja. Aber, Ja. und hat mal wieder die Bibel studiert und ich musste im Predigtdienst. Aber Ja, das ist ja also- vielleicht, um zu betonen, das ganze Thema, also die Zeugen Jehovas glauben ja tatsächlich daran, dass deine ganzen Probleme mit Jehova verschwinden werden. Je mehr du studierst, je mehr du in den Predigtdienst gehst, dann wird es dir schon halt gut gehen. So. Und wenn es dir schlecht geht, dann hast du ja anscheinend nicht hast du zu wenig die Bibel gelesen. Genau. Das ist echt, im Nachhinein ist es verrückt. Es ist auch meine Kritik so ein bisschen an Glaube allgemein heutzutage, dass viele, die halt zu fest glauben, die führen kein selbstbestimmtes und auch kein eigenverantwortliches Leben, weil sie Verantwortung immer abgeben. Stimmt. Weil man ja immer an Gott glaubt, der wird schon richten, anstatt so seine Probleme mal selber in die Hand zu nehmen und anzugehen. Ja, das auch. stimmt. Ja. Okay, also du hast ja gesagt noch, dass dein Vater, der war der Älteste? Ja, Der hatte eine ganz, wie sagt man das, eine angesehene Stelle, oder? Bei den Mein Zeugen Jehovas? Vater ist ein sehr charismatischer Mensch. Mein Vater ist jemand, der sehr gut reden kann. Und er war immer ein sehr beliebter Ältester, muss man sagen. Es war so der Vortragsredner, der sich auf die Bühne stellt, kein Manuskript braucht, einfach frei reden konnte. Die Säle waren immer voll, auch wenn er woanders einen Vortrag gehalten hat, dass man so bemerkt hat, da kamen die Leute erst recht. Er war Buchstudienleiter, er war Wachturmleiter, wie gesagt, Vortragsredner. Und ich denke mal, das war schon auch einer der Gründe, weshalb wir mit diesem Fall dann auch Bonuspunkte natürlich hatten. Wer weiß, wie man mit einer Familie umgegangen Ja. wäre, wo solche Probleme gewesen wären, wo der Mann vielleicht kein Ältester Ja, ist. weil das habe ich mir gerade auch gedacht, warum wurde die Mama eigentlich nicht ausgeschlossen? Weil eigentlich ist es ja, also betrinken darfst du dich ja bei den Zeugen Jehovas nicht. Und Das war Alkoholiker sein darfst du ja auch nicht. Das war für mich auch als Kind zusätzlich, das war auch so eine Belastung, weißt du, nicht allein die Sucht an sich, wo als Kind schon eine Belastung ist, sondern auch glaubenstechnisch war es für mich eine Belastung, weil in der Bibel einfach steht, Hurer, Trinker, Ehebrecher und so weiter werden das Königreich nicht ererben. Und dann wusste ich ja auch, das ist ja schlimm. Dass Weißt du, deine also Mama meine ja auch Mama das kommt nicht- ja auch nicht ins Paradies. Also allein davon hat es für mich auch voll Druck ausgeübt. Und was haben mir die Zeugen Jehovas beigebracht, wenn du alles immer so unter den Tisch kehrst? Ich habe nirgendwo so gut lügen gelernt wie bei den Zeugen Jehovas. Das habe ich schon voll oft gehört jetzt. Ja, Ach, kann weil ich aber selber auch von mir bestätigen. ich Ja, kam ja in die Versammlung und dann gab es zu Hause vielleicht wieder einen Vorfall und ich bin mit meinem Vater alleine in die Versammlung gegangen. Weißt du, und dann weißt du, wie es ist. Oh, warum seid ihr denn alleine da? Und dann sagst du, Stimmt. ja, es geht zu Hause nicht gut, irgendwas mit dem Magen Ja. oder sowas. Ja, ne? Also, und dann wurde ich ja zum Lügen gezwungen. Und das Boah. hat mich natürlich selber in mega Konflikte gebracht, weil ich durfte ja nicht lügen. Ja, also das So ein muss man, das Teufelskreis. muss man ja auch mal alles so betrachten, was für Konflikte das in dem Kind eigentlich auslöst. Ja, Ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, das ist echt interessant. ja, genau. Also es war nicht einfach. Du hast ja gesagt, dass dein Papa eine hohe Position hatte, auch Schriftsteller war, so angesehen war, auch in der Welt so ein bisschen. Und du hast gesagt, dass Selters sich eingemischt hat in die ganze Karriere von ihm. Also Selters ist, wie nennt man Selters? Die Europazentrale der Zeugen Jehovas. Europazentrale, genau. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen. Ja, das ist eigentlich erschreckend, weil ich damit sagen will, dass man sieht, dass die Zeugen Jehovas, also die Organisation, auch in die Karriere von Menschen einmischen kann. Na? Jetzt muss man sagen, ja, mein Vater ist Schriftsteller. Das ist ein sehr außergewöhnlicher Beruf für einen Zeuge Jehovas. Er war ein erfolgreicher Schriftsteller, vielleicht ist er es immer noch, ich weiß es nicht. Das heißt, er hatte natürlich innerhalb der Zeugen auch so ein bisschen eine Fanbase und wurde
bekannter. Jetzt schrieb er fantastische Romane. Das heißt, fantastische Romane, da kommen auch mal Fabelwesen drinne vor und so weiter. Das ist für manche Zeugen Jehovas ja dann schon wieder so, Harry Potter durften wir nicht lesen, aber Ja. da gibt es jetzt einen Bruder, der schreibt Bücher mit Fabelwesen, die irgendwelche Fähigkeiten haben. Aber mit Romane, da geht es nicht auch in die sexuelle Richtung? Er hat das immer so gemacht, dass er ganz viele biblische Elemente tatsächlich in seinen Romanen drin hat. Okay. Deswegen hatte er wahrscheinlich auch so eine große Fanbase unter den Zeugen, weil wenn du als Zeuge Jehovas die Bücher liest, Ja. dann kannst du da einige Tendenzen rauslesen. Auf jeden Fall ist das irgendwann mal aufgefallen und dann haben die Ältesten ein paar Bücher geschnappt und haben die nach Selters geschickt, dass die jetzt mal geprüft werden, ob er solche Bücher schreiben darf. Also die waren schon veröffentlicht, die gab es schon in der Buchhandlung zum Kaufen und dann sollten die Bücher geprüft werden. Krass. Ich war da noch sehr klein, empfand das natürlich alles als so voll gemein irgendwie. Wie können die eigenen Ältesten aus der Versammlung das so machen? Und ich kann es dir jetzt nicht mehr mit 100%iger Gewissheit sagen, ob das dieser Zeitpunkt war, aber ich bin der Meinung, dass er, während das geprüft wurde, auch kein Wachturmstudium mehr leiten durfte. Also das Ältestenamt war dann auch so ein bisschen auf Eis gelebt. Vielleicht war es auch so eine Art Komiteefall, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten die Bücher geprüft werden. Na? Jetzt haben sich die Ältesten da ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil Selters hat die Bücher tatsächlich durchforstet und hat gesagt, wir können da jetzt irgendwie nichts dran finden. Ja, darf der liebe Bruder weiterschreiben und seiner Karriere nachgehen. Aber es waren schon so Sachen, die ich beobachtet habe, dass er zum Beispiel am Anfang nie Autogrammkarten wollte, wo sein Gesicht drauf ist. Oder wenn jetzt eine Buchpremiere war, ist es ja völlig normal, dass jemand Autogrammkarten hat, ein Plakat hat, wo der Autor zu sehen ist oder der Künstler zu sehen ist. Das hatte mein Vater immer kategorisch abgelehnt anfangs. Also ich glaube, mittlerweile hat das. Aber es ist ja Götzenverehrung. Ja. Ne? Also er wollte auch so Pappaufsteller in der Buchhandlung oder sowas. Da war er immer total dagegen. Und das habe ich als Kind dann schon mitbekommen, dass das natürlich marketingtechnisch für so einen Verlag auch immer so ein bisschen schwer war. Ne? Die haben viel nicht verstanden, warum der sich so anstellt, weil man wollte ihn ja promoten. Es ist total spannend, aber ich muss sagen, ich finde das auch interessant für deinen Vater. Also wäre ich dein Vater, würde ich mir, glaube ich, denken, was sind das für Freunde? Also ich meine, die nehmen mein Buch und schicken es einfach nach Selters, also die vertrauen mir nicht. Ich meine, eigentlich müsste man ja auch irgendwo vertrauen und sagen, hey, wir vertrauen dir schon, dass du da alles gut gemacht hast und nicht Bei den übertrieben Zeugen hast. Jehovas, Vertrauen, das ist alles Kontrolle, ne? Aber das ist ja auch, das meine ich mit dieser Kontrolle, das ist ja irgendwie total schlimm. Du fühlst dich ja immer kontrolliert. Ja. Klar, und das sogar so als erwachsener, gestandener Mann, der ein Ältester ist und eine weltliche Karriere hat, sage ich mal, ne, wirst du so noch kontrolliert. Und ich könnte mir vorstellen, mein Vater wäre unter Umständen sogar erfolgreicher, wenn er nicht bei den Zeugen Jehovas wäre, weil es ging ja dann weiter mit weltlichen Kontakten. Also natürlich waren solche Sachen wie Frankfurter Buchmesse, Buchpremieren und so weiter. Was ist, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit stehst? Ich meine, du stellst es ja jetzt hier schon so als Influencerin fest, Kontakte, Networking, Netzwerken. Das heißt, du lernst natürlich auf solchen Veranstaltungen andere Schriftsteller, andere Promis und so weiter kennen. Und ich habe als Kind schon sehr vielen interessanten weltlichen Leuten die Hand geschüttelt. Aber wir sind dann nie zu Veranstaltungen gegangen, wo wir eingeladen worden sind. Nie zu irgendwelchen Afterpartys oder sonst was, weil das wären ja zu viel weltliche Kontakte gewesen. Aber der Karriere wäre es unter Umständen, weißt du, da öffnet sich eine andere Tür. Das kollidiert, der Glaube kollidiert eigentlich dann mit so einer Karriere total. Klar, er wäre wahrscheinlich natürlich, also ganz wahrscheinlich wäre erfolgreicher ohne die Zeugen Jehovas geworden, wenn er auch schon es ohne geschafft hat. Ja. Dann kommen wir mal jetzt zu deiner Pubertät oder auch nach der Pubertät, so in der Phase. Du hast gesagt, dass du dich dann in einen jungen Mann verliebt hast, der aber kein Zeuge Jehovas gewesen ist. Und bei den Zeugen Jehovas darf man ja nur Leute heiraten, die auch Zeugen Jehovas sind. Ja. Was war das für ein Kampf in dir, als du gemerkt hast, ich bin verliebt in jemanden, der kein Zeuge ist? Ein schlimmer Kampf. Also das war wirklich ein Horror, und es ist eigentlich auch das Traurige für mich heute, wenn ich zurückdenke, wie viel die Zeugen Jehovas einem, ja, ist jetzt ein bisschen die Zeugen Jehovas immer so verallgemeinert, aber diese Glaubenslehre und diese Organisation einnimmt durch dieses Aufwachsen. Zum Beispiel solche Sachen, so Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse wie ein unbeschwertes Verliebtsein.
Einfach nur mal unbeschwert verliebt sein, glücklich sein, Schmetterlinge im Bauch haben, stolz auf deinen Freund sein oder so, hatte ich eigentlich nicht, weil ich schon fast so ein bisschen paranoid war, dass ich natürlich gesehen werde auch. Ne? Also ich habe den während meiner Ausbildungszeit kennengelernt, während der Arbeit. Er hat mich dazu verführt, meinen ersten Geburtstag zu feiern. Verführt. Muss man Wie sagen. alt warst du da? An deinem ersten Ähm, Geburtstag? Da muss ich so um die 19 gewesen sein, 19, 20, so in dem Alter war ich. Krass. Da wurde ein Geburtstag in der Abteilung gefeiert, wo ich gerade gearbeitet hatte. Mhm. Und ich bin natürlich als Zeugin Jehovas nicht hingegangen, ist ja klar. Ja. Und dann kam er vorbei und wundert sich, warum ausgerechnet die Azubine so fleißig arbeitet. Oh. Naja, gut, dann hat er mich angesprochen und ich habe mich da nicht getraut zu sagen, dass ich Zeugin Jehovas bin und habe mich dann überreden lassen, zu diesem Geburtstag zu gehen. Oh. Na, also so, okay, jetzt lässt dich von einem weltlichen Mann ansprechen und den fand ich vorher schon ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen, aber kam ja nicht in Frage. Ja. Und jetzt gehst du auch noch mit hin zum Geburtstag und dann stand ich da mit meinem Glas Sekt so wahrscheinlich stocksteif und ich wusste, ich darf das alles nicht, ich darf das alles nicht. Ja, und irgendwann entwickelte sich halt mehr. Warst du schon getauft? Ja, ich habe mich mit Warst schon 17, mit 17. also spät Ja. habe ich mich taufen lassen. Aber ist okay. Das war Ja. so, aber auch so Zugzwang, weil ich Mhm. wusste, alle bei mir waren schon getauft in der Versammlung und ich wäre die Letzte gewesen. Ja. Und naja, was ist, wenn Hamagedon kommt, ne? Machst du mal so. Also ich habe es nicht aus voller inbrünstiger Überzeugung gemacht. Wenn ich Mhm. heute mir meine Taufbilder angucke, dann tue ich mir selber leid, wie ich da drauf aussah. Also, als würdest du irgendwie Vieh zum Schlachthof führen oder sowas. Ich sehe nicht glücklich aus. Oh Absolut je. nicht. Also es war so, man macht's halt. Ja, so verstehe. ungefähr, Das war echt ne? bei vielen so auch gewesen. Ja gut, Ja. dann hast du dich verliebt. Und wie ging das weiter? Naja, ich hatte natürlich einen ständigen inneren Struggle. Mhm. Ne? Es waren ständig innere Kriege, weil, okay, man hat irgendwann dieses Verliebtsein gespürt, aber ich wusste, ich darf es nicht. Mhm. Ich darf es nicht. Ich darf mich nicht verlieben und habe eigentlich fast schon dagegen angekämpft. Naja, dann geht man doch mal ein Eis essen, dann geht man doch mal aus und dann wird es natürlich alles intensiver. Und das hat dann zum Ende war es so, dass ich 3 Jahre lang ein richtig hartes Doppelleben geführt habe. Ich bin Mhm. sogar von zu Hause ausgezogen, dass ich freier bin und ich hatte eine Wohnung, die eigentlich nur eine Briefkastenadresse war. Mhm. Ich glaube, du kannst es an einer Hand abzählen, wie oft ich in dieser Wohnung tatsächlich übernachtet habe, damit ich den halt kennenlernen kann, frei unbeschwert leben kann und habe aber während dieser ganzen Zeit trotzdem mein Zeugenleben aufrechterhalten. Also ich bin trotzdem noch in die Versammlung gegangen, Okay. gut Dienst und so wurde alles ein bisschen weniger, aber ich bin zweigleisig gefahren. Ne? Also ich habe eine Mhm. Beziehung zu einem weltlichen Mann geführt oder mit einem weltlichen Mann geführt und war aber noch Zeugin und habe immer gehofft, dass keiner was mitkriegt. Also mein Ja. Freund wusste schon, dass ich Zeugin Jehovas war. Ich hatte sogar mir am Anfang eingebildet, ich kann ihn damit vergraulen. Als ich ihm das irgendwann mal gesagt habe, hatte ich so die Hoffnung, naja, wenn der weiß, ich bin Ja. bei den Zeugen Jehovas, dann verschwindet er. Und das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Er sagt, was ist denn das für ein Problem? Bist du halt bei den Zeugen, ne? Also Ehrlich? für ihn war es kein Problem. Und Kannte er die denn schon damals? ja, er kannte sie tatsächlich. Er hatte auch schon an der Haustür öfters mal mit welchen geredet, weil er auch einer ist, der gerne diskutiert und so. Mhm. Und dadurch, dass er mich kennengelernt hat, hat er sich damals schon dieses Buch von Raymond Franz, Ah. Der Gewissenskonflikt, sogar angeschaut. Das kannte ich natürlich gar nicht in meiner Bubble. Auch gut. Von irgendeinem, der nicht mehr bei den Zeugen ist, der in einer leitenden Körperschaft gewesen soll. Ja. Der hat ein Buch geschrieben. Weißt du, das war sowas. Konnte ich mir nicht vorstellen. Und er hat das studiert wie ein Zeuge eigentlich. Also so mit Textmarker und Notizen gut. und so. Und dann habe ich so bemerkt, oh Mist. Wenn jemand, der mich kennenlernen will, so ein dickes Buch durcharbeitet über die Zeugen Jehovas, dann bin ich ihm ja echt wichtig. Ne? So, ja, genau. Ja, okay. Hat er dich irgendwie konfrontiert mit diesen Dingen, die da drin standen? Ja, er hat schon hin und wieder versucht, Dinge einfließen zu lassen. Also nicht massiv, dass wir Mhm. massiv diskutiert haben, weil viele Sachen habe ich auch gar nicht verstanden. Ja. Und ich hatte eine Zeit lang sogar noch so das Gefühl, naja, vielleicht schaffe ich ihn ja, dass er Zeuge Jehovas wird. Mhm. Also er kam tatsächlich auch mal zu einem Bezirkskongress dann mit, Ah. wo natürlich alle so, und das ist dann auch, du bist schwer verliebt, bringst jetzt jemanden mit und darfst dir nichts anmerken lassen auf so einem Kongress, damit nicht jeder sagt, ja, Schwester Isau hat da
einen Freund mitgebracht oder Ach sowas. so, Ne? er war jetzt einfach Also, nicht mit dir zusammen also da. er ist schon mit mir zum Kongress, aber ich habe dann schon gesehen, dass auch immer ein Ältester dabei war, Ah, weil er ja okay. so als Interessierter Ja, und so, okay. also Show von vorn bis hinten, Maske tragen Ja. und halt ja das Bild aufrechterhalten, damit niemand irgendwie was merkt. Ne? Ah, okay, aber er wollte dann kein Zeuge Jehovas werden. Nee, also er war einmal auf so einem Kongress dabei. Das tut mir heute so leid manchmal, auch was ich ihm angetan habe eigentlich, ne? Weil ich noch so indoktriniert war Ja. und dass der das so brav mitgemacht hat. Aber er hat damals seine Grenzen klar geäußert und hat gesagt, eins wirst du von mir nie erwarten können, und zwar, dass ich Zeuge Jehovas werde. Also das war klipp und klar. Wie war Ja. das für dich? Wolltest du trotzdem mit ihm zusammen sein? Hast du seine Argumente verstanden zu dem Zeitpunkt? Jein. Das war für mich, ich war so eine Fahne im Wind. Ne? Also einerseits wusste ich, ich will vieles bei den Zeugen nicht, ich will so nicht leben. Und eine Frage, mit der ich einfach nicht klargekommen bin, ist, warum wird immer von Nächstenliebe und von einem Gott der Liebe gesprochen? Und wenn ich mich zu dieser Liebe bekenne, zu diesem Mann, werde ich bestraft oder ich verliere alles. Was ist daran denn Liebe? Ich bin da wirklich richtig verzweifelt dran, dass ich gesagt habe, warum stattet mich Gott denn dann auch mit solchen Gefühlen aus, wenn ich diese, auch sexuelle Gefühle, die irgendwann kommen, wenn ich die nicht spüren darf? Ja, dann heißt es ja, es ist wieder Satan, der dich jetzt in Versuchung bringen will oder so. Aber das hat mich so dermaßen umgetrieben und fast zerrissen, dass ich bestraft werden soll, weil ich mich jetzt in den falschen Menschen verliebt habe, Ja. dass ich an vielen Morgenen, wo ich zur Arbeit gefahren bin, habe ich wirklich schon die Gedanken gehabt, ob ich das Lenkrad rumreißen soll. Weil ich immer wusste, wenn ich mich entscheide und auch wenn diese Liebe kaputt geht, das heißt ja nicht, dass die Beziehung funktioniert. Ich wusste immer, ich kann alles verlieren. Alles. Meine ganze Familie, meine Eltern. Ich kann diesen Mann verlieren und dann stehe ich komplett alleine da. Und da eine Entscheidung zu treffen, also das hat mich so auseinandergerissen. Ich war total fertig. Boah, glaube Ich hatte dir voll. diese Gedanken oft morgens, aber war zum Glück so verliebt, dass ich nichts in die Tat umgesetzt hätte. Aber ich sage mal so, also diese Gedanken waren schon da. Ah, du hast es ja perfekt formuliert, warum kann man nicht einfach unbeschwert verliebt sein? Das nimmt einem diese Religion. Das hast du ja sogar, das habe ich ja sogar auch gehabt, obwohl ich mit einem Zeugen Jehovas zusammen war. Wie du sagst, diese sexuellen Gefühle, dann denkt man sich so, warum gibt Gott mir das, wenn ich es nicht darf und Ja. so. Und das ist dann, also man kann es nicht genießen. Man hat Ja. ständig ein schlechtes Gewissen. Genau. Und stelle ich mir mit einem weltlichen, mit dem, was ja eigentlich überhaupt schon nicht darf, schon noch viel schlimmer vor. Naja, das war eigentlich, also unsere Kennenlernphase für mich, wenn du es mal ganz genau willst, war als junge Frau eigentlich der Horror. Ja, weil selbst wenn du dir dann näher kommst oder sowas, hinterher war das so, wenn ich in die Versammlung reingegangen bin, als hätte man mir hier 666 auf die Stirn tätowiert Oh je. irgendwie. Oder es kam ein dementsprechender Vortrag von der Bühne, wo dieses Thema wieder drin. Ich glaube, so gefühlt könnte ich heute erkennen, wer unerlaubterweise schon mal irgendwie was hatte Ja. oder nicht, weil so gefühlt saß ich wahrscheinlich mit knallrotem Kopf da und angespannt und hoffentlich sieht man mir nichts an. So nach Also dem ihr Motto. habt quasi gesündigt vor der Hochzeit. Ja, ich habe es im Komitee mal abgestritten, aber da kommen wir ja nachher noch. Ja, genau. Aber ja, Okay. ich habe in Sünde gelebt. Ich gebe es zu, weil das kam für mich Ja. auch überhaupt Ich meine, nicht ihr wart in 3 Jahre Frage. zusammen, ne? Ja. Du, bis dahin. Mhm. Ist ja schon eine lange Zeit dann. Mhm. Gut, wie ging das allgemein dann jetzt weiter? Also ihr habt euch verliebt, du hattest deine Gewissenskonflikte, Mhm. du hast in Sünde gelebt, du hast 2 Wohnungen gehabt, aber ist es irgendwann rausgekommen? Hast du es deine Eltern gestanden? Was ist dann passiert? Ich hatte unwahrscheinliche Angst. Meine größte Angst war, das irgendwie meinen Eltern zu sagen, weil ich bin ein Einzelkind. Das heißt, dann ein Ältestenkind von so einem beliebten Ältesten und da hast du ja schon auch so ein bisschen so eine Last Ja. auf dir. Ne? Also da wird ja dann schon erwartet, dass du vielleicht mal so die theokratische Karriere, von der er immer redet, mal anstrebst, Pionierschwester wirst, vielleicht einen ältesten Mann dir anschaffst und so weiter. Naja, jetzt war ich da schon nicht so dieses große Vorbild und ich wusste immer, ich werde ja meine Eltern voll enttäuschen.
Und das willst du ja als Kind nicht. Wir sind ja so erzogen worden, Ehre Vater und Mutter. Und ich wusste immer, ich werde die absolute Enttäuschung für meine Eltern sein. Und das denen zu sagen, war so furchtbar schlimm, dass ich es nicht hinbekommen habe. Ich wusste nicht, wie ich es anstellen soll. Ich habe es nicht hinbekommen. Jetzt hatten wir aber irgendwann mal diesen Tag, wo wir gesagt haben, naja, nach 3 Jahren eine Zwei-Zimmer-Wohnung immer mieten und obwohl wir wissen, dass wir zusammenleben wollen, dass wir zusammen sein wollen, das macht jetzt langsam irgendwann keinen Sinn mehr. Und ich war auch an dem Punkt, wo ich dieses Doppelleben nicht mehr wollte. Das war ja, als hätte ich eine heimliche Affäre gehabt. Ja. Dass ich bemerkt habe, ich muss mich irgendwann mal dazu bekennen auch. Und dann bin ich zu ihm eingezogen und du glaubst es nicht, 3 Jahre lang hat mich keiner aus der Versammlung besucht zu Hause. Weil ich war ja schon so ein bisschen nicht mehr so aktiv, nicht mehr regelmäßig in der Versammlung und so. Ich bin schon so ein ganz klein bisschen hinten runtergefallen. Also in der alten Wohnung, die du gekündigt hast? Da ist ja, so generell in der Versammlung hat man dann schon so bemerkt, so, naja, sie ist nicht mehr ganz so aktiv. Ja. Du fällst so ein bisschen so durchs Raster. Ich hatte auch mal einen Hirtenbesuch oder so, aber es kam eigentlich niemand aus der Versammlung einfach mal so vorbei. Jetzt sind wir umgezogen, ich zu ihm in die Wohnung. Hatte das meinen Eltern noch nicht gesagt, weil ich nicht wusste, wie ich das anstellen soll, weil ich war ja auch nicht verheiratet. Habe mein Klingelschild quasi runtergekratzt und am nächsten Tag waren Brüder bei mir in der Straße im Gebiet und haben gesagt, ach, wir statten mal der Mirjam einen Besuch ab. Und wo war kein Klingelschild mehr dran? Bei mir. Dann haben die bei meinen Eltern angerufen und haben gesagt, ja, wohnt die wirklich da? Und dann sind meine Eltern noch zur Wohnung gefahren und genau so ist es aufgeflogen quasi. Und dann haben die Eltern dich angerufen und gefragt, wo du jetzt lebst und so weiter. Und hast du es gestanden? Und wie war das? Dann musste ich natürlich, damals ging das noch mit SMS und so. Ich komme ja noch aus der Generation ohne Smartphone. Ich habe mir dann mal noch einen Tag Zeit gelassen, aber so mit so zitternden Händen dann wirklich zum Hörer gegriffen, um meine Eltern anzurufen und habe das quasi alles erzählt. Ja, ich bin umgezogen. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich habe einen Partner, mit dem lebe ich zusammen. Die kamen dann auch vorbei. Sie wollten ihn gleich kennenlernen. Ah, wirklich? Dann hat ein Gespräch stattgefunden und dann habe ich eine Frist gesetzt bekommen. Also dann hat mein Vater gesagt, okay, er gibt mir jetzt 8 Tage Zeit, diese Sünde zu gestehen, zu den Ältesten zu gehen. Und wenn ich das nicht tun werde, dann werden sie es tun. Also eine ganz typische Zeugen Jehovas Regel, ne? Genau. Boah. Ja, und ich habe das natürlich nicht gemacht. Ich bin nicht zu den Ältesten, weil ich damals schon gedacht habe, nee, das geht niemand Fremdes was an, ob ich eine Beziehung habe oder geschweige denn sogar sexuelle Aktivitäten habe. Also, weißt du, wenn du im Tennisverein bist, dann gehst du ja auch nicht zu deinem Trainer und erzählst das irgendwie so. Also da war ich schon dann doch so weit im Kopf, dass ich gesagt habe, nee, möchte ich nicht. Und ich hatte natürlich auch Angst davor, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also haben es tatsächlich meine Eltern getan. Und dann nahm alles so seinen Gang. Was bedeutet das dann, dass du ausgeschlossen wurdest? Dann habe ich eine Einladung bekommen natürlich zu einem Komiteefall, dass ich erstmal eingeladen wurde. Da saßen dann 2 Älteste, die mich auseinandergenommen haben. Es wird dann wirklich alles gefragt, also wirklich sämtliche intime Details. Also du bist dann hingegangen? Ich bin hingegangen, da war ich noch Zeuge genug. Ne? Da war ich schon dann hin, okay. Zeuge genug, dass ich das ja als höhere Instanz angesehen habe, dass ich da mich irgendwie rechtfertigen muss. Also da war ich nicht so stabil, dass ich gesagt habe, nö, muss ich doch nicht machen. Also können die von mir nicht verlangen. Außerdem habe ich mir immer noch ernsthaft eingebildet, wenn ich nicht irgendwie alles erzähle und mir nicht alles nachweisen kann, dann schließen sie mich vielleicht nicht aus. Das stimmt. Dann wegen meinen Eltern und so. Ne? Also meine Eltern haben eine riesen Rolle gespielt. Ich muss auch erstmal sagen, ich finde es auch schon krass, also diese Kontrolle, von der wir ja von deinem Vater schon geredet haben, die wendet ja jeder Zeuge Jehovas an, sogar zu den Allernächsten. Das würde er auch bei seiner Frau machen und sogar bei seinem eigenen Kind, das einzige Kind, was er hat. Er ist bereit, dass sein Kind ausgeschlossen wird im schlimmsten Falle. Hauptsache man ist so Jehova treu geblieben. Und die glauben ja dann auch wirklich, dass du dann auch vielleicht dann erst recht zurückkommst. Und dass es ja eine liebevolle Maßnahme dann sein kann. Das ist auch, ganz ehrlich, das hat sich wie ein Verrat für mich angefühlt. Verrat von den eigenen Eltern. Und dieser Verrat, das war ungefähr bestimmt 10 Jahre, habe ich das mit mir rumgetragen. Das habe ich nicht verkraftet, dass meine eigenen Eltern mich verraten haben
Und zwar insofern, dass es mein ganzes Leben verändert eigentlich. Und dann auch noch mit dem Hinblick, was ich als Kind ja alles gelogen und verschwiegen habe. Stimmt. Eigentlich so, ne? Das war so eine ganz große innere Wunde bei mir, die lange, lange nachgehalten hat. Weil ich sag mal, ich habe jetzt eine erwachsene Tochter, als da sie zum ersten Mal mit einem Freund kam, ich habe mich als Mama gefreut und habe ihn Ja, herzlich willkommen geheißen in der Familie. Ne? Und ich habe es genau umgekehrt erfahren. Meine Eltern haben mich verraten und ich musste vor so einer Art Tribunal sitzen, ja, und da einige Dinge offenbaren. Also das ist schon auch, der ganze Vorgang ja. ist im Nachhinein, würde ich sagen, das war traumatisch, ja. Und wie sah dein Komiteefall dann jetzt aus? Ich hatte Was, insgesamt ja. 3 Gespräche. Die haben mich dreimal Das war alles jetzt um dieses ja, Thema. genau, Wirklich? ja, genau. Weil ich war ja eine harte Nuss. Ne? Also ich wurde eingeladen, da saßen 2 Älteste, da ist es ja noch ein Komitee. Mhm. Rechtskomitee ist ja dann ab 3 für diejenigen, denen es nicht so klar Ach ist. so, das wusste ich auch nicht. Erstmal ist es nur ein Komitee. Ja, genau. Wenn 2 Älteste vor dir Ah, sitzen, dann ist es ein Komiteefall. Und wenn sie dann nicht so richtig wissen, ob da wirklich ach so. vor Gottes Gesetz irgendwie eine Strafhandlung bevorsteht und es sitzen dann irgendwann 3 vor dir, dann wird ein Rechtskomitee gebildet. Also da gibt es einen Unterschied. Das wusste ich gar Habe nicht. ich Gut aber zu auch wissen. Jahre später erst gelernt. Für Okay. mich war es immer alles Rechtskomitee. Aber erst saßen halt 2 vor mir, die halt wissen wollten, ob ich diese Beziehung habe, ja oder Mhm. nein. Die wissen wollten, ob ich mit diesem Mann zusammenlebe, ja oder nein. Und das habe ich schon alles immer so ein bisschen schwammig formuliert und habe gesagt, naja, ihr könnt ja nicht wissen, ob ich einfach in der WG lebe und der lebt halt auch da. Ne? Also, ähm, Darfst du ja als Zeuge auch schon nicht mit einem männlichen. ja, ja, aber ich war wirklich sehr verschlossen und dann wurde natürlich die Bibel aufgeschlagen, dann wurde der Begriff Porneia erstmal erklärt und was Porneia ist. Dann wurde mir erklärt, was Masturbation ist, was Petting ist und sämtliche sexuelle Praktiken wurden so lehrbuchmäßig immer mit einem Bibeltext durchgenommen. Ich schmunzel jetzt ein bisschen, aber damals war es eigentlich überhaupt nicht lustig. Ne? Und Ja. also mir war es einfach nur peinlich. Ich saß tief beschämt da. Und dann wurde ich halt immer gefragt, habt ihr das gemacht? Habt ihr das gemacht? Hat er dich berührt? Wenn ja, hat er dich wo berührt? Wie oft habt ihr euch berührt? Und Mhm. also sie wollten schon Details wissen. Und ich habe nichts rausgelassen, Krass. weil ich gedacht habe, das geht die nichts an. Das müssen die einfach nicht wissen. Ja. Und dann nahm halt alles so seinen Gang. Dann haben sie ein Komitee gegründet in einer Nachbarversammlung mit 2 unabhängigen Ältesten, die nicht aus unserer Versammlung waren. Ah. Das heißt, ich musste dann sogar, und ich habe das auch noch gemacht, in einen Saal fahren, den ich selber ich war nicht im Baukomitee, aber mit eigenen Händen auch noch gebaut habe Echt? damals. Hatte da einen Komiteefall. Und dann ging es wieder los. Also genau dasselbe Gespräch. Ich wurde aufgeklärt, mir wurden dieselben intimen Fragen gestellt, ob wir alles Mögliche miteinander gemacht haben. Ganz kurz nur mit anderen Ältesten, weil damit dir dann später, also damit dir auch nicht beeinflussbar, weil die anderen kennen dich ja. Ja. Damit die halt nicht aus Liebe zu dir sagen, nee, wir glauben dir mal oder Vielleicht war es warum. auch, um die Nuss zu knacken. Ach Vielleicht so. werde ich ja da weich. Vielleicht erzähle ich da mehr, um Ah, eine okay. unabhängige Meinung zu haben. Okay. Es kann verschiedene Gründe haben, ne? Mhm. Dass unsere Ältesten sich vielleicht nicht sicher waren oder so. Ja, okay. Und dann müssen die sich ja miteinander unterhalten haben. Mhm. Und dann wusste man, naja, irgendwie was Sündiges macht sie da ja schon. Ja. Also so alles verheimlichen konntest du ja nicht. Ich wurde auch wirklich unter Druck gesetzt, dass ich mich von diesem Mann trennen soll, weil diese ganzen Bibelstellen, lass dich nicht in ein Joch mit einem Mhm. Ungläubigen spannen und Ehebrecher, Steinigung und diese ganzen Sachen, diese Boah. ganzen Bibelzitate wurden mir dann natürlich gezeigt. Ne? Mhm. Also es war schon Druck, dass ich mich jetzt auch trennen soll und ich könnte ja bereuen. Naja, und dann wurde aber ein Rechtskomitee gegründet. Das heißt, dann saß ich vor 3 Ältesten, ein drittes Mal bei unserer Mhm. Versammlung, mit 2 Ältesten aus unserer Versammlung und mit einem Ältesten aus der Nachbarversammlung, wo nochmal das Thema durchgekaut war. Also wirklich, das war wie so ein Verhör, als hätte ich eine Straftat begangen. Wir kochen sie mal weich, immer wieder von oben drauf Fragen, Fragen, Fragen. Diese peinlichen Fragen natürlich, die niemand was angeht. Es Voll war, unangenehm, vor allem von Männern. Voll ja, unangenehm. Als genau. Frau Du sitzt du sitzt da da. als junge Frau und musst es über dich ergehen lassen. Und ich glaube, sie hatten nicht so wirklich eine Handhabe, mich wegen Hurerei auszuschließen.
das konnten sie, glaube ich, mir nicht eindeutig nachweisen, weil da stand ja jetzt Aussage gegen Aussage Ja. von meinen Eltern und von mir. Ne? Und mir ist aber dann im letzten Komiteefall irgendwann mal der Kragen geplatzt, weil da habe ich schon so bemerkt, es läuft jetzt auf einen Ausschluss hinaus. Ja, ich habe keine Chance, irgendeinen Grund werden sie finden. Und dann kamen sie so ein bisschen mit der schlechten Gewissenmasche, dass ich ja falsch bin. Ja, also sie haben dann gesagt, bist du dir bewusst, was du der Versammlung damit antust? Bist du dir bewusst, was du deinen Eltern damit antust? Boah. Und uns, deinen Freunden, also die Ältesten, klar, die haben mich aufwachsen sehen schon als Kind, aber bist du dir bewusst, was du alles damit antust? Wir werden uns ja alle im Paradies dann auch nicht mehr wiedersehen, wenn du in Sünde lebst. Und das war ein Punkt. Wie manipulativ auch. Ja, also sie wollten mir das schlechte Gewissen einreden. Und das war so ein Punkt, da ist mir dann kurz der Kragen geplatzt. Weil da habe ich die Bibelstelle zitiert und habe gesagt, in der Bibel steht, dass Hurer, Trunkenbolde, Mörder und was noch alles werden das Königreich nicht ererben. Und dann habe ich gesagt, dann sehen wir uns ja alle mal im Paradies nicht wieder. Weil ich bin ja offenbar die Hurerin jetzt hier in dem Spiel. In meiner Familie gibt es Trunkenbolde. Ihr seid die Lügner. Ja, weil ihr habt mir damals als Kind schon nicht geholfen und alles unter den Teppich gekehrt. Also dann habe ich sie auch mit meiner Geschichte konfrontiert. Und das war natürlich nicht gut, wenn du als Schwester rebellierst. Ich wurde dann rausgeschickt. 20 Minuten musste ich warten, auch noch. Dann durfte ich wieder reinkommen und wahrscheinlich haben sie dann in ihrem ältesten Buch nachgeschlagen. Und man nennt es ja heute, weil, also ich wurde wegen meinem rebellischen Geist ausgeschlossen, so wurde es mir gesagt, weil ich ein rebellischer Geist habe. Jetzt heute habe ich das irgendwann mal selber im ältesten Buch nachgeschlagen. Das ist ja, wenn jemand keine Reue zeigt. Dann hast du ja einen Grund, jemanden auszuschließen. Ich habe keine. Also man hat mir nachgesagt, dass ich Hurerei betrieben habe. Ich habe dafür aber keine Reue gezeigt, dass ich mich trennen werde, dass ich mich bessern werde und so, die habe ich nicht gezeigt. Also war das mein eigentlicher Ausschlussgrund. Dann später wegen meinem rebellischen Geist, ja. Krass. Also du wurdest dann, das wurde dir dann Bescheid gegeben, dass sie dich ausschließen. Wie hast du reagiert darauf? Wie war das für dich? Danach ist natürlich erstmal alles für mich zusammengebrochen. Ne? Aus der Versammlung, klar, bin ich gefasst rausgegangen, aber das war ja ein Gebäude, in dem bin ich ja groß geworden, mehr oder weniger. Ne? Jetzt marschierst du da mit 22 oder 21 war ich, glaube ich, raus. Und dir wird da so der Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich bin heulend, zitternd, total fertig bin ich nach Hause gefahren. Eigentlich heute würde ich sagen, ruf jemand an. In so einem Zustand kannst du nie nach Hause fahren. Und was dann auch so richtig knallhart war, es gibt ja eigentlich diese Regel, dass nochmal 8 Tage oder 7 Tage verstreichen müssen, bevor sie das öffentlich bekannt geben in der Versammlung. Und das haben die nicht gemacht. Warum? Naja, es könnte ja sein, dass ich in der Zwischenzeit nochmal Reue zeige oder dass man Verfahrensfehler irgendwie im Komiteefall prüfen muss oder so. Aber es muss eine Woche vergehen, bevor das öffentlich bekannt gegeben wird. Das ist ja am Ende echt so eine, das ist eine Erpressung am Ende, dieses, wir schließen dich jetzt aus. Es ist ja nicht, dass du aus Liebe zu Jehova zurückkommst. Ja, aber wer weiß, bei wie vielen das funktioniert. Natürlich, aber trotzdem so dieser Gedanke, was die damit eigentlich anstellen, warum sollte ein Gott sich darüber freuen, dass du doch hier zurück willst, weil du ja nicht ausgeschlossen werden möchtest. Der will doch aufrichtige Leute haben, die wirklich aus ganzem Herzen ja eigentlich dienen wollen und nicht, weil die hier erpresst werden. Und bei mir haben sie es am nächsten Tag bekannt gegeben. Deswegen weiß ich noch, dass das Komiteefall oder das Gespräch wahrscheinlich an den Mittwoch war, weil wir hatten Donnerstagabend immer Versammlung und da wurde das schon am nächsten Tag bekannt gegeben. Das heißt, ich hatte keine 24 Stunden Zeit, mal irgendjemanden zu informieren, mich von Freunden zu verabschieden oder so. Das machen ja auch viele Aussteiger, dass sie sagen, ich will noch mal mit meiner Schwester reden, ich will noch mal mit meiner besten Freundin reden und mich wenigstens erklären oder verabschieden, was auch immer. Nix. Ich hatte ja nur, du musst das selber, diesen Schock erstmal für dich verarbeiten und am nächsten Tag, zack, bist du schon weg. Also es war hart. Das ist echt krass, dass sie dir nicht die Chance gegeben haben, noch irgendwie mit jemandem zu reden. Und hast du das auch dann auch gespürt, als du bekannt gegeben wurdest, dass dann irgendwie alle dich gemietet haben oder hast du es noch gar nicht so realisiert? Doch, klar. Also es war ab dem Zeitpunkt wirklich am Tag drauf 0 Kontakt zu niemandem. Hattest du noch viele Kontakte?
Sie wurden schon weniger. Mhm. Das waren schon eher so die Zeugen, sage ich mal, die auch so ein Ja. bisschen ne, so auf anderen Wegen waren, weil ich war ja auch nicht mehr wirklich aktiv im Dienst und so weiter. Mhm. Aber selbst die weg. Also ich habe sogar Abschiedsbriefe erhalten, wo mir Freunde, mit denen ich wirklich aufgewachsen bin, von klein auf an, mir geschrieben haben, naja, du weißt ja, wir dürfen ja jetzt keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Also da hat sich wirklich jeder dann dran gehalten. Auch diejenigen, wo ich sagen könnte, naja, wenn ich da was ausplapper, dann hättest du aber auch einen Komiteefall Ja. am Hals. Ne? Also ich wurde wirklich fallen gelassen. Ja. Okay, wie ging es dann weiter? Du warst dann mit deinem Freund zusammen, ihr habt zusammen gelebt und dann Mhm. wurdest du irgendwann schwanger, oder? Genau. Deine Familie, hat die sich eigentlich von dir verabschiedet? Also deine Meine Eltern vorher? ich habe immer so ein bisschen das Hintertürchen offen gelassen, dass ich ja zurück möchte. Ah. Mhm. Und das war der Grund, weshalb sie dann in der Zeit zu mir den Kontakt gehalten haben. Natürlich nicht so intensiv, ne? Man kam mal so ein Stündchen auf dem Essen vorbei und dann war es wieder gut. Mhm. Aber ja, sie hatten ja die Hoffnung, ich zeige dann Reue und komme irgendwann zurück. Also ich habe klar gemacht, dass ich mich nicht trennen werde. Wir haben dann auch relativ schnell geheiratet. Dann kam, wie gesagt, meine Tochter. Aber ich habe immer die Hintertür offen gelassen, weil ich das für mein Kind auch damals wollte. Also da war ich noch nicht so weit wie heute, aber ich hatte das in meiner Familie, dass mein Opa nicht bei den Zeugen Jehovas war, meine Oma aber bei den Zeugen und meine ganze Familie war immer wegen den Zeugen total verrissen, ja, dass der mit dem nicht Kontakt hatte und überhaupt und ich wollte, dass mein Kind mit Großeltern aufwächst und das war für mich eigentlich so der Antrieb, dass wir irgendwie den Kontakt halten können oder ich hier immer so die Hintertür offen lasse, naja, vielleicht komme ich ja wieder Mhm. zurück. Ne? Und das war der Grund, weshalb sie natürlich mit mir dann auch Kontakt gehalten haben. Ja. Ich höre immer wieder, dass Leute dann wegen dem Kind zurück wollen. Mhm. Für mich ist das ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich verstehe die Sicht, Mhm. weil ich wollte bei den Zeugen immer keine Kinder, weil ich habe mir so gedacht, boah, mein armes Kind, wenn es durch die ganzen Feste durch muss, er darf nichts feiern, muss ständig schon als Kind predigen gefühlt und sich rechtfertigen und wenn er es noch nicht kann, muss ich in den Kindergarten laufen und sagen, der darf das und das nicht feiern und im schlimmsten Fall wenn ich auf diesen Stress keine Lust habe, schicke ich mein Kind gar nicht in den Kindergarten, aber dann habe ich den ganz anderen Stress, dass mein Kind Ja. bis zum 6. Lebensjahr zu Hause sitzt. Ich glaube, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich habe mir wirklich eingebildet, ich könnte zweigleisig fahren. Auch, weißt du, für den Fall, dass die Zeugen doch recht haben und Hamagedon kommt, dann habe ich einen Fuß drinne, weißt du, so. Ja. Also, weil ich habe zu der Zeit noch nicht so wirklich den Glauben für mich dekonstruiert gehabt oder sonst was, weil jetzt musst du bedenken, im Gegensatz zu dir bin ich ja alt. Ach, Quatsch. Nein, und es gab diese Möglichkeiten von heute nicht. Damals gab es keine Smartphones. Ja. Ja? Das heißt, heute hat jeder das Internet in der Hosentasche. Und heute stelle ich immer wieder fest, auch wenn ich später über JZ Help rede, wie weit Aussteiger sind. Ich hatte damals nicht die Möglichkeit, bei Google einzugeben Zeugen Jehovas und dann kommen YouTube-Videos von der Das Anna stimmt. oder so. Diese Art von Aufklärung, die gab es damals noch nicht. Das heißt, wenn ich mich hätte erkundigen wollen, sind die Zeugen Jehovas eine Sekte? Ich hätte das Haus verlassen müssen und in eine Bücherei gehen müssen. Ne? Ja, das stimmt. Das war wirklich Also, damals halt so. Genau, Ja. heute hast du es viel einfacher über diese ganzen psychologischen Dynamiken, über Kultdynamiken, über Erfahrungsberichte von Aussteigern, was zu hören. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Das heißt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ich hatte damals überhaupt keinen Computer, fällt mir gerade ein, Ja, dass krass. ich überhaupt die Möglichkeit hatte. Ja. Na, das heißt, bei mir schwebte dann schon lange noch so im Hinterkopf immer so die Frage, naja, was ist, wenn sie doch recht haben? Ich glaube, das Mit gibt es auch Jehova immer noch und viele, so, ne? weil die sich gar nicht trauen, erst auf diese Aussteigervideos zu klicken, weil das ist ja Ja. auch schon verboten. Ja. Fand dein Freund das einfach eigentlich komisch, dass du jetzt irgendwie ausgeschlossen wurdest? Hat er das mitbekommen? Wie fand er das? Natürlich. Also der hat es als aus Sicht eines Weltlichen, der hat es überhaupt nicht verstanden. Der hat es überhaupt schon mal gar nicht verstanden, weshalb ich mir das überhaupt angetan habe und dahin Ja. gegangen bin. Ja. Kann ich aus heutiger Sicht auch verstehen, rate ich jedem auch davon ab, Ja. weil ich immer sage, du bist doch niemandem verpflichtet, du hast doch keinen Vertrag da unterschrieben oder so. Ne? Aber trotzdem hat er das mit mir zusammengetragen oder mich unterstützt und war für mich da. Ne? Also er hat dann nicht immer irgendwie dagegen, sondern er hat, sage ich, quasi immer begleitet, weil er gedacht hat, naja, wenn das für mich so sein muss und wenn es mir gut tut, dann trägt er das so mit, wie er es halt tragen kann. Ja, verstehe. Okay, aber dann bist du wieder zurück in die Versammlung gegangen.
Ja, dann bin ich wieder zurück in die Versammlung als Ausgeschlossene, irgendwann also als ausgeschlossene Schwangere ja auch. Ähm, und wir hatten so einen Saal, das war dann noch so ein bisschen besonders schlimm, der hatte wie so ein Theater, so ein Balkon hinten auch. Und das war dann der Balkon, wo immer die Ausgeschlossenen saßen. Also da haben ja alle vom Saal von unten, du musstest dich umdrehen und dann hast du gesehen, da sitzen 3 Leute, die sind alle ausgeschlossen. Also Ihr hattet wie so extra eine einen Sonderraum quasi für Ausgeschlossene. es war nicht, so. ich weiß gar nicht, warum der Saal so gebaut worden ist, wenn wahrscheinlich viele Verkündiger da gewesen wären oder mit kleinen Kindern saßen auch viele oft stimmt. oben, damit du ein bisschen ruhiger bist Ja, das oder hatten sowas. wir auch. Es war halt so nicht oben, aber direkt so dahinter mit so einem Dieser Glas. Glaskasten. Ja, genau. Genau. Ja, und bei uns war das wie so ein Theater, dass du so wie so einen Balkon hattest. Witzig. Das heißt, du kommst aber ja immer als letztes schon. Ja, du gehst als erstes. Das ist ja schon so, als bist du so ein gebrandmarktes Tier irgendwie, Ja. weil alle gucken dich an. Der ein oder andere traut sich vielleicht verstohlen mal dir zuzunicken oder so, weil er vielleicht doch ein Herz hat. Aber du kommst da rein, wirst komplett ignoriert. Heute würde ich sagen, gemobbt. Ja. Tu das mal einem Kind an, dass du sagst, setz dich mal 1,5 Jahre hinten in dein Klassenzimmer an und keiner darf dich grüßen. Ja. Dann saß ich da halt immer da oben. Ich habe mich natürlich geschämt, ist ja klar. Irgendwie, du trägst ja immer Scham mit dich rum. Und dann wurde mir gesagt, weil ich habe mich bei Selters beschwert, dass ich innerhalb von einem Tag ausgeschlossen worden bin. Ich dachte ja noch so, ich kann den Zeugen Jehovas irgendwie so eins reinwischen, dass die irgendwie sich auch nicht alles erlauben können nach ihren Regeln, wie es ihnen so passt. Ja. Beim Ältestenbuch, das wusste ich halt von meinem Vater, steht drinne, es muss diese 7-Tagesfrist vergehen. Dann habe ich einen Brief nach Selters geschickt und habe Einspruch erhoben gegen meinen Ausschluss. Okay. Und was Heute- ist dann passiert? Dann ist passiert, man kann ja jetzt nicht zugeben, dass Älteste einen Fehler machen. Ja. Na, das wäre ein Also, bisschen dass doof eine Frau gekommen, recht hätte, wenn, das- wenn man das in der Versammlung vorgelesen hätte. Also habe ich aber die Sondergenehmigung bekommen. Du hast normalerweise, brauchst du ja 1 Jahr, bis du wieder aufgenommen werden kannst. Ne? Du musst ja 1 Jahr Ja. Buße tun und Ist so. mittlerweile auch schon viel kürzer. Ah, Ja, okay, das 4 wusste ich Monate jetzt. oder 3 oder so kannst Das du auch wusste schon. ich jetzt auch noch Ja. nicht. Genau. Und deswegen habe ich damals die Sonderregelung bekommen, dass ich nach 6 Monaten wieder ins Aufnahmeverfahren kann. Ah, immerhin. Das heißt, ich habe 1,5 Jahre gebraucht, weil auch da habe ich schon so bemerkt, immer so dieses, na, eigentlich willst du ja nicht, aber wegen den Eltern und was ist, wenn die doch recht haben? Also immer so dieses Hin und Her, ne? Und dann habe ich natürlich irgendwann wieder eine Schwester beiseite gestellt bekommen, die mit mir wieder die Bibel studiert, die ich ja schon seit 25 Jahren bis dahin dann kannte, aber man musste ja mit mir wieder studieren. Noch als du ausgeschlossen warst. Ja, genau, damit ich wieder aufgenommen werden kann. Okay, dann durften die Und- trotzdem mit dir reden in der Zeit. Dann Okay. ja, zum Studium, Ja, okay, genau, weil gut, ich ja gut, meinen gut. Willen gezeigt habe. Verstehe ich. Und dann ist es ja fast wie so ein Taufgespräch. Also so war es bei mir. Ich weiß auch nicht, ob das gang und gäbe ist. Dann kommen wieder die Ältesten und dann musst du wieder Fragen beantworten und dann wollen sie wieder prüfen, ob du Reue zeigst und dein Verhalten von damals bereust. Naja, jetzt war ich verheiratet und habe ein Kind, da kann ich viel erzählen. Ne? Ja. Also eigentlich sind die Fragen doof. Ich hätte mich ja jetzt nicht scheiden lassen. Deswegen, ja. Und dann bin ich nach 1,5 Jahren wieder aufgenommen worden. Stimmt. Musstest du ihn dann heiraten deswegen? Also, weil Deswegen du lebst nicht. ja, weil du, wie nicht? Also, wenn weil du ich- lebst ja immer noch in Sünde. Du hast ja nicht bereut sozusagen Wenn ich Taten. in Sünde gelebt hätte, dann wahrscheinlich, wir haben vorher schon geheiratet. Ach so, ihr habt vorher schon, ach so, ja genau. gut. Wir wussten, dann ist ja egal. dass wir ja, sowieso gut. heiraten wollen, dass wir zusammenbleiben Okay. wollen. Das hatte mit den Gut. Zeugen jetzt gar nichts zu tun. Ne? Also wir waren verheiratet und klar, meine Eltern haben auch ein bisschen Druck ausgeübt. So, naja, wenn du schon bei dem bleiben musst, dann macht aber schnell so Ja, nach ja. dem Motto, Okay, ne? Damit gut. alles so Hand und Fuß hat und sicher ist. Aber ich war schon verheiratet. Also das war dann gar kein Thema Gut, mehr. ja, okay. Genau. Und ja, 1,5 Jahre hat es gebraucht und dann saß ich wieder drinne und dann durfte ich wieder unten sitzen. Und dann kommst du da mit Kinderwagen rein, hast dann einen kleinen süßen Wurm auf dem Schoß und vorher grüßt dich keiner, hilft dir keiner mit dem Kinderwagen da die Treppen in den Saal hochzukommen oder sonst was. Boah. Und dann wird halt von der Bühne bekannt gegeben, Schwester Mirjam ist wieder Teil unserer Gemeinschaft. Dann bist du wieder Schwester ja auf einmal. Beim Ausschluss bist du ja nur noch Frau. Ja, So und so. Dann bist du wieder Schwester. Ja, und da saß ich da drinne
Und viele drehten sich um, du hast die strahlenden Gesichter Mhm. gesehen, diese Freude. Am Ende kamen auch auf einmal alle auf mich zu, haben mich natürlich gedrückt, wollten auf einmal mein Baby in den Arm Mhm. nehmen und so weiter, wo ich gedacht habe, was läuft denn jetzt hier für ein Film? Das war, bei vielen funktioniert das, dieses Lovebombing, und bei Ja. mir ging in dem Moment aber ein Rollladen runter. Weil ich gedacht habe, Leute, für mich hat sich jetzt 1,5 Jahre keiner interessiert. Mhm. Ich habe in der Zwischenzeit hatte ich auch ein Kind verloren. Es war niemand bei mir im Krankenhaus. Es war, während ich ein Kind bekommen hat, habe ich keine Grußkarte bekommen oder nichts zur Hochzeit oder sonst was. Man hat sich nicht für mich interessiert, weil sie ja auch nicht durften. Ne? Mhm. Und jetzt kommst du auf einmal wieder rein und dann hast du das süße Baby und schön, dass du wieder da bist und jeder knutscht dich. Und Mhm. das war was, das hat in mir was ausgelöst, wo ich gedacht habe, okay, hier stimmt was nicht, hier bist du falsch. Ja, das ist wie so ein Schauspiel irgendwie oder Ja, Marionettenroboter, wie kann man das benennen? Ich weiß nicht, mir fehlt das Wort irgendwie so. Die gehorchen wirklich zu 100% und halten sich alle daran. ja, Jetzt darf man nicht, weil du bist ausgeschlossen und die ja. kennen auch die Gründe ja teilweise nicht. Bei dir hat man es vielleicht gesehen, ne, am Ja, Bauch. ja. Aber oft weißt du gar nicht, warum wurde eine Person überhaupt ausgeschlossen und du hältst dich einfach dran, weil du vertraust ja diesen Ältesten, dass die es schon richtig gemacht haben. So. Mhm. Und dann, wenn du wieder aufgenommen wirst, vertrauen die auch wieder und Ja, begrüßen dich ganz ja. herzlich. Und ich meine, du wusstest ja, dass die dich ja ab deinem, wenn du wieder aufgenommen wirst, wieder grüßen werden. Aber ich glaube, du hast es dann durchlebt, Ich ne? wollte gerade sagen, man weiß das, kognitiv weiß man diese Dinge, Mhm. aber was zu wissen im Gehirn und es dann erleben und zu spüren und zu fühlen, sind einfach zwei Ja. unterschiedliche Sachen, ne? Das Ja. glaube ich. Du hast ja dann gespürt, dass das irgendwie falsch ist, komisch ist. Wie ging es dann weiter? Hast du dann gedacht, ich verlasse die jetzt, will ich es doch nicht, weil du hast es dir jetzt 1,5 Jahre erarbeitet, dass du wieder aufgenommen wirst. Mhm. Wie ging es dann weiter? Es war der nächste große Struggle eigentlich. Vorher immer diese Zweifel, ne? Jetzt hast du es schon wieder. Und es war gar nicht so die Glaubenslehre oder so für mich. Ich wusste einfach immer, ich will dieses Leben nicht und ich kann es so nicht. Ja? Und ich fand bis dahin dann auch schon Geburtstag feiern ein bisschen toll. Und das, was du gesagt hast, ja, du hast auf einmal dein Kind da auf dem Schoß, sitzt selber in dieser Situation, du musst es jetzt irgendwie ruhig halten. Dabei ist er einfach nur gerade fröhlich und munter. Und dann kommt das erste Geschichtenbuch mal von rechts oder links. Das heißt, diese traumatischen Bilder sollte ich jetzt meinem eigenen Kind zum Ruhighalten zeigen und so. Mhm. Und das waren alles so Momente, wo ich einfach bemerkt habe, nee, ich will das auch für mein Kind nicht. Ich will das meinem Kind nicht antun, dass sie so aufwachsen muss wie ich. Mhm. Ja. Aber wie stellst du es jetzt an? Ich wollte ja nicht schon wieder ausgeschlossen werden oder gehen oder die Eltern enttäuschen und so weiter. Und deswegen habe ich die Möglichkeit für mich damals als die bessere betrachtet. Heute würde ich es anders machen, muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe mich so langsam ausgefadet. Na, Wie also würdest du es heute machen? heute würde ich klarer für mich einstellen und meine Grenzen setzen und auch irgendwann sagen, ich mache einen Cut für mich Mhm. und schreibe einen Brief und trete auch aus. Okay. Ne? Weil du kannst dir ja dann doch, es ist zwar hart, brauchen wir gar nicht drüber reden, weil dir auch alles wegfällt, was dir lieb und teuer ist. Mhm. Aber wenn ich denke, es muss immer so jeder in seinem Tempo machen. Und ich habe dieses Tempo vielleicht damals auch einfach gebraucht für mich. Ne? Du kannst nicht sagen, welcher Weg ist der richtige. Ja, das stimmt. Aber ich denke, so was ich ja dann noch jahrelang für Anpassungen oder Anpassungsschwierigkeiten hatte, weil du willst dann die Eltern nicht enttäuschen. Du Mhm. verrätst dich ja vielleicht selber, setzt deine Grenzen einfach nicht. Ja, das ging ja dann schon mit so Kleinigkeiten los wie ich habe was zu Weihnachten geschenkt bekommen, war voll stolz und dann gehst du zur Mama, guck mal, hat mir mein Mann zu Weihnachten, so habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen. Ne? Also, Mhm. dass du denkst, oh, jetzt habe ich Weihnachten erwähnt. Oder Ja. ich wollte dann irgendwann unbedingt mal ein Tattoo, ne? So ein Aussteigerding. So, ja, ich brauche jetzt ein Tattoo, weil früher durften wir ja Irgendwas nicht. Verbotenes, ne? Und das war nur eine Briefmarke am Fuß. Aber was habe ich dann immer gemacht? Ich bin nie mit Flipflops rumgelaufen, wenn meine Eltern Oh. kamen oder so. Ja, damit du nicht so wieder irgendwelche Kommentare hörst oder Ja. dann dir ein Wachturm untergeschoben wird und du wieder die Mhm. Diskussion hast und so. Das heißt, ich war halt so lang, um es irgendwie allen Parteien recht zu machen, ja, meiner Zeugenfamilie und aber mein Leben zu leben, immer in so einem Rechtfertigungsding drin und so. Und da merke ich jetzt erstmal, wie viel Ruhe in meinem Leben einkehrt. Und deswegen würde ich es jetzt anders machen und mehr für mich einstehen und klarer einstehen und Grenzen setzen und diesen härteren Weg gehen, Mhm. anstatt dieses Ausfaden. Okay, aber vielleicht hast du es damals so Ich habe gebraucht. es wahrscheinlich einfach gebraucht, um
das alles Ja. zu verarbeiten und ja. Aber du bist also ganz langsam also dich weggeschlichen Mhm. und hast so dein Leben gelebt, ohne dich Ja, ausschließen zu lassen. genau. Und wie lange hat das funktioniert? Deswegen kann ich dir immer gar nicht so lange sagen, war ich jetzt 25 Jahre bei den Zeugen, war ich 27 Jahre, weil am Ende war es wirklich so, dass ich dann zum Beispiel noch 3 Jahre lang immer nur einmal im Jahr zum Gedächtnismahl Okay, gegangen bin. aber Weißt so du? ungefähr jetzt deine Ähm, Inaktivität, auch wenn es einmal im Jahr ist mit ja, es Gedächtnis. war wahrscheinlich auch noch mal so 2, 3 Jahre, wo ich so ausschleichen lassen habe Ach dann, so, ne? nur. Ich dachte, Ja. länger warst du Nein, draußen. nein, nein. Also ich habe es wirklich, bis ich dann wirklich sagen kann, ich war das letzte Mal auf dem Kongress oder Ah, Gedächtnismal, das war dann schon so mit 27, 28, vielleicht okay. irgendwie so in dem Dreh. Aber dann nochmal? Und dann bin ich halt einfach nie wieder in eine Versammlung Ja, das hingegangen meine oder sonst ich. Wie was, lange genau. ging das, bis du doch wieder ertappt Dann, wurdest? dann war ich quasi noch über 10 Jahre auf dem Ja, Papier doch. Zeugin Jehovas, aber Mhm. bin halt einfach nicht mehr hin. Und Okay. das war offenbar auch irgendwie für meine Eltern okay. Also wir hatten dann auch Kontakt. Meine Tochter hat sie aufwachsen sehen, wobei wir sehr Ah. viele Konflikte auch hatten, weil sie immer mal wieder mit ihr das Geschichtenbuch studieren Mm. wollten. Ich wollte das aber nicht. Und also es gab halt immer diese Reibereien. Und ja, die Pandemie war für mich dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich dann da nochmal irgendwann einen Knopf dran gemacht habe. Was ist da passiert? Es kam der März 2020, der war Mhm. für uns alle wahrscheinlich irgendwie sehr außergewöhnlich. Wir wurden ins Homeoffice geschickt. Du hast sowas wie eine Pandemie noch nie erlebt. Mhm. Und dann kam von meinem Vater ein Brief, wo drin steht, das ist jetzt das Zeichen der Zeit. Das sind die letzten Tage der letzten Tage. Und dann kam der Bibeltext und es werden Seuchen kommen und. Mhm. Und seit diesem Zeitpunkt weiß ich, was ein Trigger ist. Ich habe diesen Brief gelesen, ich habe angefangen zu zittern, ich habe angefangen zu heulen und ganz kurz, obwohl ich ja über 10 Jahre nicht mehr in einer Versammlung war, dachte ich so, shit, was ist, wenn die doch recht haben? Dann Echt? kam dieser Gedanke nochmal hoch, Mhm. weil du siehst im Fernsehen diese Bilder, wo sie in anderen Ländern schon die Leichensäcke raustragen. Italien Mhm. war es ja, glaube ich, ne? Du siehst diese Bilder und dann kriegst du diesen Brief mit diesen Bibeltexten, wo ich so ganz kurz bemerkt habe, oh nein, was ist, wenn sie doch recht haben? Dann habe ich mir natürlich gesagt, alles Blödsinn, Mirjam, du glaubst da schon lange nicht mehr dran, aber ich habe ja bemerkt, in mir schlummert was. Ja. Und es hat mich tagelang bewegt, das hat mich so bewegt, dass ich das einem Arbeitskollegen erzählen musste, der gar nicht wusste, dass ich bei den Zeugen war. Dann, was, du warst bei den Zeugen. Ich habe das jedem erzählt, ich habe geheult und also es war wirklich Was? fast wie so ein kleiner Nervenzusammenbruch, muss man sagen, den ich da hatte. Und dann habe ich wiederum bemerkt, okay, Mirjam, jetzt musst du dich mal mit dem Thema beschäftigen. Du musst da mal ran. Offensichtlich tut dich deine Zeugenvergangenheit mehr Mhm. beschäftigen, als dir so bewusst war. Weil Okay, ich früher interessant. immer nur 10 Jahre lang habe ich versucht, das Thema zu verdrängen. Ich bin jetzt draußen, also noch nicht auf dem Papier, aber Mhm. physisch draußen. Ich habe ein neues Leben, ich habe eine glückliche Familie. Ja. Ich will mein Leben leben. Und Aber sehr ich viele sind zurückgegangen durch diese Angst mit Corona Mhm. und ganz viele Eltern haben es ausgenutzt bei ihren Kindern, die ausgeschlossen sind und es hat auch bei vielen geklappt. ja, bei So. mir nicht. Ja, wobei es sind auch sehr viele bei der Corona-Zeit ausgetreten. Ja, Wie wir. genau, Und genau. viele andere auch. Genau, ja. Ja, okay. Mhm. Was hat es in dir bewirkt, dass du dann, also du hast dann angefangen, dich mit dieser Religion zu beschäftigen. Wie sah das dann Ja, aus? ich habe wirklich in der ganzen Zeit, weil ich das ja aus meiner Zeit nicht kannte, ich habe alles gemieden. Also sprich, ich hatte keine Ahnung von der Aussteigerszene, von der abtrünnigen Szene. Mhm. Ich hatte bis dahin keine Bücher gelesen, ich hatte keine Podcasts gehört. Ich wollte von diesem Zeugenthema einfach nichts mehr hören. Ich bin da in die absolute Verdrängung gegangen. Und dann habe ich in der Pandemie, hatten wir auch viel Zeit, auf einmal angefangen, Podcasts zu hören. Mhm. Ich habe angefangen, sämtliche Aussteigerbücher zu lesen, das ein oder andere Video anzugucken, Instagram und so weiter. Und dann habe ich erstmal so, war das natürlich wie so eine Befreiung, dass ich am Anfang gedacht habe, so, oh, denen geht's genauso wie mir. Oh, die haben das auch erlebt. Und du hast diesen Wiedererkennungsfaktor. Mhm. Ne? Dann kam auch immer mehr dieses Thema, oh Mist, ich war in einer Sekte.
weil damit habe ich mich vorher eigentlich auch nie so wirklich befasst. Ne? Bei uns wurde ja mal erzählt, die Zeugen sind keine Sekte. Und das hat mich immer nie so interessiert. Das heißt, ich kam immer mehr in diese psychologischen Themen einfach auch rein. Oder dass du dich bei Sekteninformationsstelle Nordrhein-Westfalen, habe ich diesen Flyer mir mal runtergeladen, wo du diese 16 Sektenmerkmale liest. Und da habe ich mir meine eigenen Notizen drunter gemacht und dachte, oh Mist, ist bei den Zeugen so? Ist bei den Zeugen so? Habe ich auch so erlebt? Habe ich auch so erlebt? Habe ich auch so erlebt? Okay. Sie sind eine Sekte, ne? Also das muss dann erstmal, es waren dann immer so 3 Wochen, wo das erstmal so sacken musste. Oder du kommst dann im Internet natürlich mit Steven Hassans Byte-Modell in Kontakt, ne? Dass ich mir dann immer so meine Notizen gemacht habe und wie habe ich das bei den Zeugen Jehovas erlebt und dann gedacht habe, so allein bei dem Byte-Modell, also für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, das heißt ja Behavior, Information, Thoughts and Emotional Control, also Verhaltens-, Informations-, Gedanken- und Emotionskontrolle. Und je nachdem, wie stark diese Merkmale greifen bei einer Organisation, kann man dann sagen, man spricht von einer Sekte. Und er hat auf seiner Homepage dann auch so verschiedene Merkmale dazu aufgezählt. Und ich habe mir immer meine eigenen Notizen gemacht und hatte zu jedem, zu Behavior, zu Information, zu Gedankenkontrolle, Emotionskontrolle, meine eigene DIN A4-Seite dazu geschrieben. Also ich habe das schon, gut, dass du dich damit so auseinandergesetzt hast. Auch wenn es sehr spät war, so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so die zu verlassen, die Zeugen, aber gar nichts mit Aussteigern zu tun zu haben oder gar nicht zu wissen. Oder immer in diesem Glauben zu sein irgendwo auch. Vielleicht haben die ja doch recht, die Zeugen. Wobei, wie ich es so raushöre, war es bei dir nicht so aktiv, erst wo diese Corona ausgebrochen ist. Die Pandemie, dass du dann erst so gedacht hast, boah, was, wenn die doch recht haben, oder? Also ich dachte auch lange, ich bin halt irgendwie auch alleine. Klar hatten wir in der Versammlung auch mal welche, die die Zeugen Jehovas verlassen haben oder ausgeschlossen worden sind. Aber dann dachte ich immer, warum sehe ich denn von früher niemanden mehr? Also ich dachte bei mir im Stuttgarter Raum, ich bin irgendwie alleine. Es gibt keine anderen Aussteiger. Ne? Dass es Facebook-Gruppen gibt und WhatsApp-Gruppen und so, das war mir bis dahin nicht bekannt, weil ich das Thema, ich habe mich einfach nicht drum gekümmert, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und so bin ich dann in der Pandemie so nach und nach in dieses Thema eigentlich reingekommen, mit Aussteiger in Kontakt gekommen, habe dann gesagt, okay, jetzt versuche ich mal im Stuttgarter Raum selber Treffen zu veranstalten, mal sehen, was da so kommt. Das heißt, ich habe selber Aussteigertreffen veranstaltet. Ich bin dann auch nach Augsburg extra mal gefahren zu einem Treffen von JZ Help. So kam ich dann mit JZ Help in Kontakt. Okay. Und das war am Anfang dann immer so too much information. Ne? Du kommst mit ganz vielen anderen Lebensgeschichten in Kontakt. Und einerseits habe ich bemerkt, okay, ich bin nicht alleine, ich bin kein Einzelfall. Andererseits waren es halt auch viele so, oh krass, Wow-Geschichten und was gibt es noch alles bei den Zeugen am Anfang? Und wir wissen jetzt alle, es gibt dort nichts, was es in der Welt draußen nicht auch gibt. Ne? Also vielleicht sogar ich bin manchmal schlimmer. so geschockt, was es da alles gibt. Ja, genau. Also dieser Schleier ist bei mir auch komplett runtergefallen dann eigentlich, weil ich wahrscheinlich in den 10 Jahren, wo ich einfach nicht mehr aktiv war, hätte ich dann vielleicht manchmal die so ein bisschen noch verteidigt, dass ich gesagt hätte, naja, ist halt eine strenge Religion, aber so schlimm sind die auch nicht irgendwie so. Ne? Ja, und das war dann wirklich, also 5 Jahre für mich Aufarbeitungszeit. Ich habe mir auch professionelle Hilfe gesucht irgendwie, weil ich ja immer mal noch so diese Albträume hatte und bemerkt habe, na, irgendwie musste einfach mal an dieses Thema ran. Ja, und dann nahm alles so seinen Gang und heute sitze ich hier und erzählst dir alles. Das ist sehr schön. Wir kommen gleich zu JZ Help rüber. Bist du noch mit deinem Mann zusammen? Ja. Das ist sehr, sehr schön. Ich darf auf 22 Jahre glückliche Ehe, also die Sünde hat sich gelohnt, sage ich immer. Die Sünde hat sich gelohnt, 22 Jahre sind wir glücklich und auch mit unserer Tochter. Ich bin stolz auf uns. Haben wir alles gut gemacht, auch ohne die Zeugen. Habt ihr echt schön gemacht. Ja, wir haben hier gerade ein bisschen gesehen, den Mann. Ja, voll schön, dass es, also auch für die Zeugen vielleicht mal so als Beweis auch, dass die vielleicht mal nicht recht hatten, dass man direkt einen weltlichen Menschen fallen lassen sollte und dass die ja alle so böse und schlecht sind. Klar, natürlich, du bist jetzt nicht bei den Zeugen Jehovas, das ist für die wahrscheinlich auch wieder eine Bestätigung, ne? Ja. Naja, gut, ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt jedem mitgeben würde, wäre immer, hör auf dein Bauchgefühl. Und das ist ja das, was uns bei den Zeugen Jehovas auch so ein bisschen abtrainiert wurde. Wir durften ja eigentlich nie auf unser Bauchgefühl hören, weil im Zweifel ist es ja Satan, der dich in Versuchung
führen will. Ja. Und das war diese Entscheidung, wo ich wirklich, also auch da saß ich im Auto, das weiß ich noch ganz genau, wo ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich entscheide mich jetzt für diesen Mann und nicht für die Zeugen Jehovas und für meine Familie. War das erste Mal in meinem Leben, wo ich bewusst sagen kann, ich habe auf mein Bauchgefühl und auf mein Herz gehört, weil es wurde uns ja auch immer gesagt, das Herz ist verräterisch. Ja, also ich habe das ja nie gelernt, meinen eigenen Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen nachzugehen. Und da habe ich das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht und muss sagen, wahrscheinlich habe ich wirklich ein gutes Bauchgefühl gehabt, weil es hat funktioniert. Voll gut. Aber hast du dich dann ausschließen lassen jetzt dann, nachdem du dich mit den Zeugen Jehovas auseinandergesetzt Da hast? achte ich mittlerweile ein bisschen auf das Wording. Ah, okay. Also ich habe einen Brief geschrieben, Ja. dann natürlich, als mir das auch mit den Missbrauchsskandalen, Australien und so weiter, Royal Commission und so, war das irgendwann für mich so eine schwere Last auf dem Herzen. Und ich war auch schon bei JZ Help aktiv und du hast immer noch schlimmere Geschichten und noch schlimmere Geschichten von Aussteigern gehört, dass ich gesagt habe, ich kann es für mich nicht mehr vertreten, dass ich meiner Familie zuliebe auf dem Papier noch Zeuge Jehovas bin. Das geht nicht mehr. Das hat sich für mich so ein richtiger innerer Druck aufgebaut. Ich konnte es nicht, dass ich sage, ich gehöre ja eigentlich noch zu einer Organisation, auch wenn ich da nicht mehr hingehe, die solche Sachen macht, ja, die Straftaten vertuscht und so weiter. Und dann habe ich, das war jetzt vor 3 Jahren, so an Silvester für mich den Entschluss gefasst, neues Jahr, neue Vorsätze, du schreibst jetzt deinen Brief. Vor 3 Jahren erst, okay. Ja, genau. Also eigentlich bin ich erst seit 3 Jahren keine Zeugin mehr und habe dann wirklich am 9. Januar bin ich auch wieder sehr aufgeregt und zitternd zum Briefkasten gegangen, habe diesen Brief eingesteckt, direkt nach Selters und habe dann noch gedacht, so Mist, was machst du denn jetzt? Wartest du ab? Wird es nach über 10 Jahren überhaupt noch in der Versammlung bekannt gegeben oder nicht? Stimmt. Zumal meine Versammlung gab es nicht mehr, die wurde aufgelöst, weil es werden ja immer mehr Versammlungen zusammengelegt. Ich hatte keine Ahnung, wie geht man jetzt damit um? Ja. Und dann dachte ich, es ist auch Kongress und bevor das irgendein Ältester in die Hand kriegt und meine Eltern werden kalt erwischt, ich habe den Anstand und sage es ihnen. Also habe ich meine Mutter angerufen und habe das gesagt, so und so sieht's aus. Ich habe das Thema für mich ausgearbeitet. Ich bin in der Zwischenzeit sogar in der Traumatherapie gelandet. Mir geht's sehr schlecht mit diesem Thema. Und dann hieß es nur, okay, dann müssen wir jetzt erstmal mit den Ältesten besprechen, wie wir in Zukunft mit dir umgehen. Mit Ältesten, ich meine, die lesen ja schon ihr ganzes Leben die Bibel. Und die brauchen trotzdem dann den Rat von den Ältesten, obwohl sie ja ganz genau wissen, was in der Bibel steht. Die Ältesten können denen ja auch nicht irgendwelche von Jehova persönlich hinfragen. Ja, genau. Naja, und das war natürlich schon auch also ich habe mit der Reaktion gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem war es ein Schlag ins Gesicht, weil ich ja zum 3. Mal in meinem Leben erfahren habe, okay, der Glaube steht über mir als Kind, als die eigene Tochter, weil ich habe das als Kind ja immer wieder erfahren, wenn halt einfach diese Geschichte mit dem Alkoholismus unter den Teppich gekehrt wurde, dass der Glaube wichtiger war, als dass man sich mal um mich kümmert. Ich habe das erfahren, mit 17 kam ich mal ins Krankenhaus, sollte eine Not-OP kriegen. Das heißt, ich kam auch mit dieser Blutfrage natürlich in Kontakt und habe das erlebt, wie meine Eltern natürlich diese Patientenverfügung ausgefüllt haben. Und ich dachte, ja, okay, ich muss sterben. Für mich war das klar. Ich brauche eine Bluttransfusion und ich kriege die nicht und dann werde ich sterben. Ja, also ganz einfach. Hab da ja gesehen, der Glaube wurde über mich als Kind gestellt und dann haben meine Eltern mich verraten bei meinem Ausschluss quasi, als ich gesagt habe, ich habe einen weltlichen Freund und jetzt wieder. Das habe ich sogar schon 4 Finger. Ne? Also du hast immer wieder die Erfahrung gemacht oder ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass der Glaube über mich als Person gestellt wurde. Und das war dann schon sehr heftig. Andererseits war ich dann schon so weit, dass ich gedacht habe, ich kann sie einschätzen, ich weiß, wie sie reagieren sollen. Und das war tatsächlich auch unser letztes Gespräch. Also ab da war dann harter Kontaktabbruch. Hat sie dann nicht nochmal mit den Ältesten sich beraten und dann gesagt, wir brechen den Kontakt jetzt ab? Gar nicht, überhaupt nicht. Echt? Seitdem ist Funkstille, ja. Also das heißt, seit 3 Jahren
Aber hat sie auch zu deiner Tochter jetzt Kontakt? Also, ist ja ihre Enkelin, die hat ja nichts mit den Zeugen zu tun. Sie Ja, dürften ja genau, Kontakt haben. da versuchen sie das hin und wieder, dadurch, dass sie auch in der Zwischenzeit studiert, nicht mehr zu Hause ist und weil sie ja nie Zeugin Jehovas war, sie war ja nie getauft, da versuchen sie den Kontakt aufrechtzuerhalten, wo man einfach Okay. mal so sieht, wie verletzend das auch ist, ne? So und wie ja, kann man da schizophren sagen oder ich weiß jetzt gar nicht, ne? Also, Ja, vom vorher war Gefühl ich her, ne, so. 10 Jahre nicht mehr dabei, habe auch schon Geburtstage gefeiert, war auch Ja, tätowiert, habe auch ein sündiges Leben geführt und das war okay, da redet man mit mir. Aber jetzt, wo ich es schriftlich gemacht habe und meine Meinung dazu gesagt habe, jetzt tut man die Formen befolgen mhm, quasi und wirklich den Kontakt ja. abbrechen. Das ist ja Ja, so paradox bei den Zeugen Jehovas, dieses, aber lass dich bloß bitte nicht ausschließen, damit wir noch Kontakt haben. ja, So, aber ja, ja, es hat sich ja nichts verändert, so. ja. Du lebst ja genau das gleiche Leben wie vorher, so. Und du bist ja immer noch dieselbe Tochter. Eben, Nur, genau, dass du es also, jetzt offiziell einfach nicht dabei sein möchtest, mm, ausgetreten bist. genau. Oder wie willst du das betrachten jetzt? Genau, das wollte ich vorhin mit dem Ausgetreten. Wording Ja, sagen. Ich sage immer, wenn jetzt Aussteiger zu mir sagen, ich habe mich ausgeschlossen, dann sage ich immer ja. nein. Ja, das Du stimmt. hast dich nicht ausgeschlossen, das mit dem Ausschließen machen die. Das stimmt. Du bist ausgetreten, wie aus einem Das stimmt. Tennisverein oder von einem sonstigen Ja, Vertrag oder einer anderen Kirche. Du bist ausgetreten. das stimmt. Ausschließen machen Ja, die. Weil wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ja unter Umständen den Kontakt zu meinen Eltern auch noch ja. wollen. Ja, 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 ja. also Ja, dann sagen jetzt Zeugen meistens ja so, du hast dich ja ausschließen lassen. So genau, dieses, genau. nee, so quasi wie du sagst, ich bin nur Das ausgetreten, ihr schließt mich aus. hat So. mir dann ein Freund Ja, erzählt, das mit dem ich früher stimmt. in der Schule war. So viel nämlich auch noch zu dem Thema. Der hatte dann irgendwann über Instagram mit mir Kontakt aufgenommen und der ist auch schon seitdem er 18 war, hat er sich ausgeschlossen oder Mhm. ist ausgetreten. Und der hat dann zu mir Kontakt aufgenommen, weil in der Versammlung seiner Eltern wurde es tatsächlich bekannt gegeben, dass ich keine Zeugin Jehovas mehr bin. Also so Mhm. viel zu dem Thema. Man liest es auch nach so vielen Jahren und auch wenn du es direkt nach Ja. Selters schickst, liest man das immer noch in der Versammlung vor. Dabei, an diesem Ort, wo ich jetzt lebe, war ich nie in der Versammlung. Die kennen mich alle gar Ja, nicht. aber die sind ja dann trotzdem in der Versammlung. Also du hast ja gesagt, deine Versammlung ist ja aufgelöst worden, aber trotzdem gibt Ja, es ja Mitglieder, die noch vielleicht in der Versammlung genau. irgendwo in der Nähe, im Umkreis ja noch sich Aber das ist schon befinden. krass, ne? Also wenn du Ja, auch denkst, heute mit Datenschutzthemen oder so, ich bin stimmt. in einem Sportverein und wenn da jemand Stimmt. austritt, dann sagt mir der Trainer immer, Mirjam, dreh dich mal ganz kurz um und dann kriegst du da ein Getuschel mit, weil das darfst du nicht wegen Datenschutz. Und Ja. so wird in einer Gemeinde, in der ich noch nie war, wo mich die meisten Mitglieder nicht kennen, wurde das einfach vorgelesen, wo ich denke, ja, kannst dich jetzt fragen, ob das so korrekt ist. Und der kam halt auch in dieser Nachricht zu mir, mein ehemaliger Freund, und hat dann gesagt, ja, meine Mutter hat mir auch erzählt, du hast dich ausgeschlossen. Also Aha. da war auch Ja, halt, das stimmt. ist dieses Wording der Zeugen Jehovas, ja. Oh Mann. Vielleicht du hast ja gerade schon ein bisschen angeschnitten über JZ Help, dass du da aktiv bist. Mhm. Vielleicht magst du mal grob erzählen, was das ist und Mhm. wie genau das abläuft. Was macht JZ Help? Ich würde JZ Help mal so beschreiben. Es ist ein Verein, also ein Opferhilfeverein, der eigentlich so aus 3 Säulen besteht. Und das ist einmal Aufklärung, Aktivismus und Beratung und Begleitung. Weil Mhm. viele denken immer, ja, wir helfen halt Aussteigern, wir machen aber auch noch ganz viele andere Themen. Ja, also bei Aufklärung werden wir gerne von Fachpersonal zum Beispiel angefragt, wenn es wirklich Universitäten sind, wenn es Presse sind, wenn es Mediziner sind und so Ah, weiter. Dann betreiben wir auch Aktivismus. Das heißt, wir machen zum Beispiel auch wieder Straßenaktionen, dass wir uns mal mit einem Stand in der Stadt stellen. Wir waren zum Beispiel schon in Berlin, wir waren schon in Düsseldorf, in Nürnberg. Und da stehen wir dann mit Flyern. Ich habe dir mal welche mitgebracht und Bannern und erzählen mal die andere Seite, wenn Passanten auf uns zukommen, dass wir erzählen, was sind denn die Zeugen Jehovas und womit haben wir es hier zu tun, dass das eine Organisation ist, die gegen Menschenrechte verstoßen kann. mhm. Ja? Und am Anfang dachte ich immer so, wen interessiert denn das? Werden wir da überhaupt angesprochen? Du glaubst nicht, wie voll die Stände teilweise sind. Wir kommen Echt? mit unserem Personal oder mit unseren Mitgliedern manchmal gar nicht dazu, eine Mittagspause zu machen, wenn wir uns nicht einteilen, weil es kommen so viele Leute auf uns zu, die sagen, ich habe einen Arbeitskollege, der ist bei den Zeugen, Mhm. der behauptet immer dies und jenes, jetzt erzählt mir mal, hat er recht? Ne? Oder Mhm. ich habe eine Nachbarin und die macht immer dies und jenes oder Ja. so. Oder ganz süße Geschichten habe ich dann auch, dass
in Nürnberg habe ich das mal erlebt, andere ehemalige Zeugen im Urlaub waren, es waren Spanier und die haben gesehen, oh, das sind Aktivisten, hey, we do the same in Spain und dann wollten die mit uns Bilder machen und so weiter. Also da kommen dann schon fast wieder so Kongress-Vibes wie früher auf. Weil du auf einmal andere Aussteiger kennst. Es ist aber auch die Möglichkeit, es haben ja wirklich Leute, die vielleicht bei den Zeugen Jehovas sind und noch austreten wollen, manchmal große Schwierigkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen, weil sie Hemmungen haben, weil Ängste dahinter stehen. Und da habe ich das auch schon erlebt, dass aus anderen Städten extra Zeugen Jehovas angereist sind, um uns an diesem Stand zu besuchen, um mal so den Erstkontakt zu haben und mit uns mal zu reden. Ja, weil sie aussteigen wollen, aber noch nicht wissen, wie. Also so, das ist auch, da passieren total spannende Sachen, wo man wirklich immer sagen muss, dass sich auch auf die Straße stellen. Es lohnt sich einfach. Du kannst so viel Aufklärung betreiben. Interessant, okay. Ja. Aber wie läuft das jetzt ab, wenn ich jetzt am Zweifeln bin? Ich bin noch eine Zeugin Jehovas und dann sehe ich euch im Internet, JZ Help, und dann schreibe ich euch. Was passiert dann? Genau, also Wie geht ihr das dann ist vor? so diese Gruppe Beratung und Begleitung, die wir haben. Auch da, die Beratung ist sehr allumfassend. Es sind ja nicht nur Aussteiger, die wir beraten. Es ist medizinisches Personal, es sind Pflegekräfte, Krankenschwestern zum Beispiel. Wo ich mich mega freue, immer Lehrer. Es melden sich auch Lehrer bei uns, weil die sagen, hey, ich habe hier einen Schüler, eine Schülerin, die darf das nicht machen, die darf das nicht machen, die ist auffällig oder so. Wie kann ich denn das Kind besser in die Klasse integrieren? Wie kann ich das Kind unterstützen? Es sind eigentlich alle Menschen, die irgendwie in Kontakt kommen mit Zeugen Jehovas und nicht wissen, womit habe ich es denn da zu tun. Können Sie uns das mal erklären? Es ist ja auch nicht leicht, also auch, wie du sagst, Mediziner, vielleicht aus dem Grund wegen Bluttransfusion, ne? Dass die nicht wissen, wie man damit jetzt umgehen soll. Das ist ja für Außenstehende komplett schwer zu verstehen, auch wenn ein Kind jetzt, alle feiern Geburtstag, alle setzen sich in einen Kreis und ein Kind möchte nicht dabei sein. Was machst du denn jetzt? Das ist ja eigentlich so eine Pflichtveranstaltung, aber wegen religiösen Dingen darf er nicht dabei sitzen. Und als Lehrer musst du ja ständig dann irgendwie das Kind rausschicken. Das sind ja viele Gründe bei den Zeugen Jehovas, wo die nicht mitmachen. Genau, deswegen, also da geht jedes Mal mein Herz auf, wenn sich ein Lehrer oder eine Lehrerin bei mir meldet und ich dann irgendwie, wir aber erarbeiten dann zusammen mal eine Lösung, was kann man denn machen, um das Kind irgendwie eine Alternative bieten. Anstatt Ostereier anmalen, kann man vielleicht Styroporkugeln anmalen oder, weißt du, irgendwie so die religiösen Schlupflöcher, die wir vielleicht als Kinder auch schon hatten, wenn du das mit einem Lehrer zusammen erarbeiten kannst, das freut mich immer mega, weil ich dann ja auch sehe, da wird ein Kind gesehen und es wird dem Kind, es wird dann nicht in der Schule gemobbt, weil es wieder zum Außenseiter gemacht wird. Ne? Ja, voll schön auch für die Kinder, dass die vielleicht mal sehen, dass, hey, meine Lehrer, die kümmern sich um mich, die sind echt interessiert an mir und die respektieren auch meinen Glauben. Das ist ja dann das, was nicht bestätigt wird von der Religion, weil denen wird ja immer eingetrichtert, alle hassen euch und keine Ahnung, die respektieren deinen Glauben nicht und so weiter. Das heißt, das Beste, was ist, einen Zugang finden und genau dieses Bild der Zeugen eben nicht zu bestätigen und zu zeigen, hey, da draußen gibt es nette Weltmenschen. Und das kann vielleicht bei so einem Kind schon so ein kleines erstes Samenkorn, sage ich immer, so setzen. Also bei mir hat es früher auch funktioniert, dass ich ganz arg dran gezweifelt habe und gesagt habe, es sind aber nicht alle Weltmenschen schlecht. Also ich hatte auch echt nette Lehrer, ne? Aber dann wird dir das immer verkauft. Die Weltmenschen sind schlecht und ja, das sind so die Themen, die kannst du in der Beratung dann auf jeden Fall, um jetzt den Bogen zu spannen, solche Themen haben wir natürlich auch. Ja. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, du bist jetzt noch Zeugin Jehovas und du zweifelst. Dann kannst du mit uns Kontakt aufnehmen, wie du willst, über Social Media. Wir haben die hilfe@jz.help E-Mail-Adresse, dann kannst du uns schreiben und das kann alles so passieren, wie du das wünschst. Das heißt, wir können entweder erstmal nur schreiben per E-Mail. Du kannst aber, wenn du so mutig bist und den Raum auch hast, den Freiraum hast, deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer hinterlassen und es ruft jemand an. Weil ich bin richtig stolz, dass JZ Help hat ein wirklich gutes, kompetentes Beraterteam. Ich bin auch dabei und ich bin jetzt nur erfahrene Aussteigerin mit eigener Therapieerfahrung. Wir haben aber wirklich auch eine Psychiaterin, die uns ehrenamtlich unterstützt. Wir haben PsychologInnen, die uns unterstützen, alle ehrenamtlich. Und die meisten davon waren früher alle selber mal bei den Zeugen Jehovas. Richtig das heißt, gut ausgestattet. Ja, du wirst halt bei uns verstanden, weil wir alle wirklich aus dieser Organisation kommen und manche haben dazu dann auch noch eine professionelle Ausbildung, wenn wirklich ernsthafte Probleme
da sind. Das heißt, es können Einzelgespräche und eine Einzelbegleitung stattfinden, je nachdem, was du für ein Problem hast. Wir haben aber auch noch 2 ganz tolle andere Möglichkeiten. Und zwar eine Möglichkeit ist unser Online-Café. Da kannst du dich auch anmelden. Das findet an jedem 3. Dienstag des Monats immer statt. Und dann, weil die Menschen kommen ja aus ganz Deutschland, ist das eine Zoom-Veranstaltung. Da sitzen auch 3 bis 4 von unseren Beraterinnen drinne und dann halt entweder noch Zeugen, die sagen, ich weiß schon, ich will raus, ich weiß aber noch nicht wie, oder Ausgestiegene, die schon draußen sind und welche Probleme auch immer haben, einfach nur zum Austausch, ja, damit du dich mal untereinander unterhalten kannst, verstanden wirst, dich nicht immer erklären musst, weil dein Partner vielleicht so viele Geschichten nicht versteht, dein weltlicher Partner oder so. Also ist einfach nur ein total ungezwungener, manchmal sogar lustiger Austausch, aber du hast halt Menschen, die dich verstehen und zur Not, wenn auch dann mal ein ernsthaftes Problem dabei ist, es sitzt halt auch immer ein Profi mit dabei, der aber früher auch mal bei den Zeugen war. Also es ist eine wunderbare Einrichtung und dann haben wir noch eine sogenannte Tandemgruppe, weil es ist ja oftmals so, dass Aussteiger, da prallt ja so ein ganzes Leben auf dich ein. Ne? Also 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre Lebensgeschichte. Und die haben einen hohen Redebedarf und wollen vielleicht am Anfang auch erstmal sowas wie eine Freundschaft oder so. Oder einfach nur ein offenes Ohr, ohne dass da jetzt so therapeutische Vibes mit drinne schwingen oder sowas. Und da kannst du dich jetzt auch bei uns melden bei JZ Help und sagen, ich bin stabil genug, ich bin lang genug bei den Zeugen draußen und ich möchte anderen Aussteigern helfen als Tandempartner. Und dann können wir Kontakte herstellen, dass du ein sogenannter Tandempartner bist und damit du aber nicht alleine bist, weil manchmal kann es ja auch zu viel werden, was da auf dich einprasselt, finden auch regelmäßige Meetings statt, wo du dann bei uns teilnehmen kannst und sagen kannst, oh, ich habe hier einen Aussteiger mit dem und dem Problem, ich weiß schon langsam nicht mehr, was ich dem raten soll oder so, dass du da einfach auch noch mal so ein bisschen Unterstützung kriegst, wir ein bisschen Brainstorming machen, wie können wir denn der Person am bestmöglichsten helfen. Das heißt, du bist in deiner Beratung, wenn du jetzt beraten willst, du bist damit nicht alleine, sondern du hättest immer noch so ein Backup von ein paar Profis, die dir einfach mal die Sorgen abnehmen, weil du sagst, mir wird es jetzt langsam auch ein bisschen viel, ne? Dass du einfach auch in der beratenden Position nicht alleine bist. Aber wirklich richtig gut. Ich wusste jetzt einige Dinge auch gar nicht, was JZ Help so alles macht. Deswegen, ich verlinke alles in der Beschreibung. Komplett alles, was du gerade erwähnt hast. Du hast noch gesagt, du sprichst manchmal die Leute auch an, die Zeugen Jehovas, die da mit ihren Trolleys rumstehen. Du sprichst die manchmal an. Was machst du dann da genau? Was sagst du genau? Und wie läuft das ab? Das kommt immer so auf meine Laune drauf an. Wenn ich einen guten Tag habe und manchmal auch eine von den Flyern oder Visitenkarten in meiner Handtasche dabei habe, da kommt der kleine Zeuge wieder raus. Und ich sehe die da irgendwo an der Straßenecke stehen, dann habe ich den Mut und spreche die auch mal an. Dann gehe ich da auch mal hin, zeige mich interessiert, oute mich natürlich nicht als Aussteigerin, das ist ja völlig klar, und stelle dann einfach mal so Fragen, ja, und sage denen, Mensch, ich habe das einfach schon gehört von einer Arbeitskollegin, dass sie ja Menschen ächten oder mit Familienmitgliedern keinen Kontakt mehr haben dürfen, wenn die Religion verlassen. Wie geht's Ihnen denn damit? Ja. Und stell so Fragen oder sag, ich finde es eigentlich, also was hat denn das mit Nächstenliebe zu tun? Ja, in der Bibel und in Jesus steht ja immer was von Nächstenliebe, mit der eigenen Tochter nicht mehr zu reden oder mit dem eigenen Kind nicht mehr zu reden. Das ist für mich keine Nächstenliebe. Wie gehen Sie damit um? Ja, und dann stelle ich denen schon mal so hin und wieder Fragen, je nachdem, wie ich drauf bin oder ob sie was von Menschenrechtsverletzungen schon mal gehört haben, weil das widerspricht ja dem Grundgesetz, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Je nachdem, wie ich drauf bin, habe ich auch schon die Missbrauchsfälle in Australien angesprochen und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich manchmal. Das steht auch hier da vorne, ne? Genau. Ich zeige es mal ganz kurz hier. Hier, die Würde des Menschen ist unantastbar. Genau, richtig. Und das ist immer ganz lustig, wenn ich dann sage, ich habe auch ein Traktat. Also ich habe es auch schon mal getauscht. Sie wollten mir ein Traktat geben. Dann habe ich gesagt, gut, ich habe für Sie auch was. Tun wir tauschen. Und dann heißt es ganz oft, nein.
Die wollen es dann nicht nehmen. Ja. Einmal war ich auch ein ganz klein bisschen gemein, beziehungsweise es war eigentlich sogar mein Mann, die hatten ein Kind dabei im Predigtdienst und der wollte halt ganz stolz sein Traktat übermitteln und dann sagte mein Mann dann auch so, ja, aber nur wenn wir tauschen. Und der Kleine hat und natürlich dann getauscht, ne? standen die Zeugen Jehovas da und hatten dann auf einmal diese Broschüre in der Hand und haben es auch gleich abfotografiert und so, weil sie wahrscheinlich selber von dem Verein noch nichts gehört haben und das Echt? erstaunlich fanden. Ja, also auf die Art und Weise kannst du das vielleicht auch mal unterschummeln. Du hast ja auch noch gesagt, dass du dann manchmal so sagst, ja, vielleicht braucht ihr ja irgendwann ja auch Hilfe, weil kann ja jeder von euch ja auch mal ausgeschlossen werden. Genau, es kann ja mal passieren mit so einem Ausschluss, das passiert ja ganz schnell, Ja. aber du wirst dann natürlich ganz groß angeguckt oder einmal hat mal jemand zu mir gesagt, Sie sind eine Abtrünnige, oder? Boah. Also es kam auch schon, dann habe ich gesagt, abtrünnig, wissen Sie eigentlich, dass das diskriminierend ist, wenn man das zu jemandem sagt? Das empfinde ich schon als Ja. Mobbing. Hat die Dame natürlich überhaupt nicht verstanden, was ich damit sagen wollte. Also die Reaktionen sind jedes Mal spannend. Aber du weißt ja nie, weißt du, ich war auch im Predigtdienst lange und ich Ja. hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr dazu. Ja. Man hat es halt gemacht, weil der Druck war da. Und die sind ja auch zu zweit. Also die können sich ja jetzt nicht outen und sagen, oh, voll spannend, ich nehme das Ja, jetzt mal mit. eben. So können die Genau. nicht machen. Aber vielleicht haben die es ja schnell Aber aufgefasst. wenn und das mal bei jemandem Ja. in die Predigtdiensttasche rutscht, Ja. du weißt ja nie, was du vielleicht mal Das damit stimmt. bewirken kannst. Ne? Vielleicht ist das ja, Ja. auch ein Same, den du siehst. du hast gesagt, dass die dann manchmal auch lügen Ja. und sagen, nö, wir schließen die Leute nicht aus. Mit der Ächtung, also das habe ich im Predigtdienst schon ein paar Mal erlebt, dass mir gesagt wird, nee, das machen wir nicht. Im Predigtdienst. Ja, genau. In Also eurem wenn Predigtdienst. die im Predigtdienst waren, genau. Ja. Da muss ich dann manchmal aufpassen, dass ich nicht auch wütend wird, ne? Dass ich dann Ja. wirklich neutral bleibe und ja, ich oute mich dann nicht immer als ehemalige Zeugin, dass ich sage, doch, ich habe das aber so erlebt, Ja. damit die Fronten nicht zu hart werden, sondern ich sage dann schon mal, ich habe eine Arbeitskollegin, die hat mir das aber anders erzählt. Ne? Ja, da muss man dann wissen, die familiären Hintergründe oder dann heißt es vielleicht, es ist ein bedauerlicher Einzelfall, ne? So der Standardspruch. Und zu diesem bedauerlichen Einzelfall würde ich auch noch gerne was sagen. Wir haben nämlich eine ganz tolle Aktion bei JZ Help und die nennt sich Überlebenswege. Die kannst du auch googeln, wenn du raufgehst. Und zwar, du musst gar nicht Vereinsmitglied bei uns werden, aber du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte bei der Aktion Überlebenswege mitmachen. Da haben wir auch extra eine E-Mail-Adresse, aktion@jz.help. Dann schicken wir dir 8 Fragen zu. Die darfst du beantworten, wenn du möchtest. Kannst dir alle Zeit lassen der Welt, also alles ohne Zwang und ohne Druck. Und dann wird deine Lebensgeschichte bei uns auf der Homepage veröffentlicht. Also es fängt auch an mit der Frage, wie bist du zu den Zeugen gekommen und hast du Druck empfunden und diese ganzen Geschichten. Und das Tolle ist, du kannst es auch anonym machen. Also für all diejenigen, die sich noch nicht trauen, mit Name, mit Foto irgendwie als Aussteiger zu zeigen, du kannst es auch anonym machen. Und wir wollen ja damit eins bezwecken. Und zwar, dass wir keine bedauerlichen Einzelfälle sind. Ja. Dass unsere Geschichten ähneln sich ja alle wie ein Ei dem anderen und dass man diese strukturellen Probleme einfach auch mal sichtbar macht. Deswegen setzen wir das auf die Homepage rein und es ist auch sehr interessant für Presse immer wieder. Wenn Presse auf uns zukommt, sagt, sie möchten recherchieren und dann sagen sie, okay, da wird von Ächtung gesprochen, da wird von Ächtung gesprochen, Ja. da wird von Depression gesprochen, der Aussteiger hat das Problem, damit man einfach mal sieht, same but different. Ne? Es ähnelt sich viel Ja. und ja, du kannst da halt wirklich auch mal was Gutes mit bewirken, weil wir die Möglichkeit haben als Organisation, nee, sagen wir nicht Organisation, als Verein, Aussteigern eine Stimme zu geben. Ja, und auch Fachpersonal drauf guckt und so weiter und einfach zu zeigen, hey, wir sind alle keine bedauerlichen Einzelfallen. Wir haben es hier einfach mit strukturellen Problemen zu tun und damit kannst du uns auch ganz arg helfen. Nicht nur Mitglied zu werden, Ja. sondern zum Beispiel bei dieser Aktion Überlebenswege mitzumachen. Und es hat auch noch einen ganz positiven Nebeneffekt. Für mich war das gerade in der Pandemie, als ich so angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen, habe ich da auch teilgenommen. Und es war für mich das erste Mal, dass ich Gesicht gezeigt habe. Ja, also auch so im Internet, dass man sieht, ich bin jetzt draußen, ich bin nicht mehr bei den Zeugen Jehovas. Und ich hatte Angst davor, tatsächlich. Also, dass ich heute auch mal hier sitzen würde, wäre damals vor 5 Jahren für mich noch nicht
denkbar gewesen. Und selbst da hatte ich noch so ein bisschen Angst, ne? So, was ist, wenn die Eltern das lesen oder die Leute aus der Ja. Versammlung, ne? Und trotzdem, es hat mir dann aber auch noch mal ein Stück geholfen, meine eigene Geschichte für mich aufzuschreiben, manches schriftlich zu sehen oder auch loszulassen und zu sagen, ich stehe jetzt für mich ein und ich stehe dazu und zeige mich. Und es haben tatsächlich 2 Freundinnen von damals, mit denen ich in der Versammlung als Kinder war, nach 22 und nach 25 Jahren wieder Kontakt zu mir aufgenommen, Echt? weil die mich auf der Seite von JZ Help in der Rubrik Überlebenswege gesehen haben und gesagt haben, was? Die Mirjam ist auch nicht mehr bei den Zeugen. Ich dachte, du bist bestimmt mit einem Ältesten verheiratet. Also ja, ist total witzig, dass ich Voll gesagt habe, ist auch gut. noch Kontaktbörse. Ja. Also kann auch noch andere positive Nebeneffekte haben. Das wird Ja. mit den Jahren wahrscheinlich noch immer mehr und mehr werden. Also was Ich hoffe, Aussteiger es wird mehr. angeht. Es wird mehr, dass sich auch diese Aussteiger, weißt du, es ist ja schön und gut, sich in Facebook-Gruppen zu unterhalten und so. Und ich kann auch sämtliche Lebensumstände verstehen, weshalb viele nicht in die Öffentlichkeit wollen. Das Ja. ist jedem das Seine. Aber Geschichten müssen erzählt werden und am besten von vielen Menschen, weil nur dann kann man was bewirken, weil wir haben ja eigentlich wahrscheinlich alle ein Ziel. Ne? Wir wollen ja auch irgendwie am Stuhlbein dieses Körperschaftsstatus rücken und sagen, Mensch, warum gibt es denn da nicht mal sowas wie ein TÜV Ja. oder so? Ja, stimmt. Ja, warum ist es in Deutschland möglich, einmal so einen Status verliehen zu bekommen als Stimmt. Organisation? Und dann kannst du dir erlauben, was du willst. Du kannst in eine fundamentalistische Richtung abrücken oder sonst was. Es wird nie wieder geprüft. Und Stimmt. da müsste es doch mal so eine Art TÜV oder ein Prüfungsverfahren Ja. oder irgendwas geben, ob man sagt, tun die eigentlich immer noch diese gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Ja. Und das Ziel haben wir ja eigentlich alle, dass da mal was überprüft wird und dass da mal auch hingeschaut wird, ne? Ob das Ja. alles noch so rechtens sein kann. Das hast du richtig gut gesagt. Das wäre jetzt auch mein Appell, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch sehr gerne mir schreiben und auch bei JZ Help schaut euch da unbedingt alles mal an. Wenn ihr eine spannende Geschichte habt, auf jeden Fall sehr gerne euch melden. Vielleicht sitzen wir ja auch mal hier zusammen und ja, es hat ja Mirjam jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht, warum das auch wichtig ist, diese verschiedenen Geschichten auch mal zu hören und zu sehen. Da läuft es ja überall so gleich irgendwo. Dann würde ich dir zum Abschluss die letzte Frage stellen. Glaubst du heute selber noch an Gott oder nicht? Nee, also das ist eine Sache, die haben die Zeugen Jehovas richtig gut gemacht, dass ich nicht an Gott glauben kann. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Also ich habe im Laufe der Jahre einfach festgestellt, ich bin ein sehr wissenschaftlich orientierter Mensch. Ja, ich brauche eher immer Beweise, Belege und so weiter. Und dann sind wir da bei diesen Themen, was ich dir ganz am Anfang erzählt habe, dass ich ja früher als Kind schon immer Angst vor Gott hatte. Ja. Also du funktionierst ja bei Gott nicht. Du lässt dich nicht als Werkzeug gebrauchen irgendwie. Und dann sind wir bei unserem Geschichtenbuch, dann passiert irgendwas Schlimmes mit dir. Er macht eine Sintflut, er gibt dir die Beulenpest, er hackt dich in 2 Teile oder sonst was. Ja. Das heißt, ich habe früher schon das mit diesem liebevollen Vater, der war für mich nicht liebevoll, weil ich habe auch diese ganzen schlimmen Sachen immer gesehen und ich konnte nie verstehen, weshalb alle immer von dem liebevollen Vater geredet haben, weil mir hat Gott eher Angst gemacht. Und das ist für mich auch so ein Ding mit Religion, wo ich heute glaube, dass die erfunden wurde, um Menschen Angst zu machen, um Menschen zu manipulieren und kontrollieren. Und wenn ich mir die Bibel angucke, ist es für mich heute ein Geschichtenbuch irgendwie, weil so Sachen wie Gott hat den Regenbogen gemacht als Zeichen des Friedens nach der Sintflut. Na, heute wissen wir, Gott hat ihn wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist einfach nur Physik, Wassertropfen, Sonne, Lichtbrechung und Ja, so ja. weiter. Ne? Oder wenn ich dir heute Morgen gesagt hätte, Anna, ich bin hierher gefahren und ich habe einen brennenden Busch gesehen, der hat mit mir geredet. Ja. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh, es stimmt mit dir was nicht. Hast du Irgendwie, irgendwelche ne? Drogen genommen heute? Ja, wollte ich so nicht sagen, aber ja, es war ja einfach so, dass in der damaligen Zeit viele Phänomene, egal sind es Wetterphänomene, astrologische Phänomene, konnten sich die Menschen nicht erklären. Ja. Also hat man da irgendwie immer eine Gottheit hineininterpretiert. Genau. Aber ich Ja. frage mich auch ehrlich, ob die wirklich nicht irgendwie so Pflanzen genommen haben, die einfach
am Ende Drogen gewesen sind. Bestimmt, Und dann, es haben ja sehr viele Leute aus der biblischen Zeit Dinge gesehen, Eben. die ganz verrückt gewesen sind. Wahrscheinlich waren die alle Haien. Ja, genau. Ja, gut, danke schön, Miriam. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, die Leute sind jetzt auch ein bisschen schlauer, was das alles hier angeht mit JZ Help. Und ja, ich glaube, deine Geschichte war sehr inspirierend. Ich finde, du kannst genauso schön reden wie dein Vater, so wie du es beschrieben hast. Genau. Und ja, deswegen, also wenn euch das gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da, abonniert sehr gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Tschüss.